So, hello ladies and gentlemen, boys and girls, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stream Reno. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start in die neue Woche. Und heute machen wir weiter, wie ihr schon seht, mit Judgment. 5. Episode sozusagen. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein, nachdem ich die Musik rausgeschmissen habe und den Game Sound reingeholt. So. Zack, zack. Läuft. Läuft. Okay. Dann können wir eigentlich loslegen. Wir gehen rein. Wir sind aktuell in Kapitel 4 und wir sollen oder wir wollen den Job von Mari herausfinden. Und ich vermute ja, weiß ich nicht, dass sie irgendwie, ich glaube irgendwie, dass sie Stripperin ist oder so. Irgendwie sowas. Aber wir sollen sie jetzt auf jeden Fall beschatten. Das möchte das Klientel der Bar so haben. Also machen wir das jetzt auch. Ist auch überhaupt nicht creepy. Einfach so eine Frau verfolgen, gar kein Problem. Macht das nicht, Leute. So. Da ist sie. Schauen wir mal, wohin sie geht. Scheiße, hier kann ich mich ja nirgendwo verstecken. Ja. Das war aber eine miese Nummer, direkt nach der Kurve sich umzudrehen. Aha. Huh? Hey, das ist doch Mari? Das kann nicht sein. Ich schätze, in einem hochklassigen Soapland verdient man ganz gut. Mari? Komm nicht auf falsche Gedanken. Eine Freundin von mir hat in einem Schönheitssalon was laufen. Du wusstest, dass ich dir folge? Ja, ich hatte es vermutet und das Glück war auf meiner Seite. Mist, hat sie mich erwischt? Wer oder was bist du, Mari? Aber ich könnte eine Chance haben, wenn sie jetzt arbeiten geht. Sie darf mich nur nicht sehen. Mari würde mich sofort erkennen. Vielleicht sollte ich mich verkleiden.
Na bitte. Das sollte es eher erschweren, mich zu erkennen. Klar. Sieht jetzt komplett anders aus. Hat schließlich eine Brille und eine Mütze auf. Ey, was ist das denn für ein Trick? Sich einfach zweimal hintereinander umdrehen, das ist ja richtig frech. Oh oh. Aus dem Weg. Gar kein echtes Raytracing. Bin schon frech. Wobei hätte mich bei der Grafik auch jetzt etwas gewundert. Wobei, was heißt das denn jetzt? Also, das ist auch irgendwie Quatsch. Weil zum Beispiel ein Minecraft hat mittlerweile auch Raytracing. Und sogar ziemlich ordentliches. Zumindest so das, was ich gesehen habe. Schon ganz nice. Wo muss ich hin? Nein, da bin ich nicht. Ah, da musst du dich verguckt haben. Das ist jemand völlig anderes gewesen. Ach, das ist sie gar nicht gewesen. Oh! Auch überhaupt nicht auffällig. War bestimmt nicht zu sehen, wie ich mich dahinter versteckt habe. So im letzten Moment. Oder eigentlich viel zu spät.
Wo will sie hin? Auf jeden Fall folgen wir da schon ganz schön lange. So, jetzt folge ich der einfach zurück bis in die Bar. Das wäre so witzig. Okay, vielleicht auch nicht. Ja, die arbeitet als Bunny in dem Casino. Moment, sagt nicht. Ja, auf jeden Fall. Das... Bitte zu. Perfect. Doc. Bist du das, Tuck? Netter Versuch, aber ich erkenne dich. Ich dachte mir schon, dass du mir folgst. Huh? Aber wie? Ich habe irgendwie geahnt, dass du meinen Bluff auffliegen lassen willst. Dein Hey. Bluff? Verstehst du es nicht? So verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Du bist eine Spielerin? Ganz richtig. Und eine Spielerin arbeitet nur dann, wenn sie sich danach fühlt. Das ist mein kleines Geheimnis. Verstehe. Deshalb hat dir der Gedanke, um deinen Beruf zu wetten, auch so gefallen. Am Anfang habe ich es nur aus Spaß gemacht, aber dann habe ich wieder und wieder gewonnen. Schätze, ich habe einfach ein Händchen dafür. Und als ich genug Geld gewonnen hatte, habe ich die Büroarbeit hinter mir gelassen. Und jetzt hast du eine schwarze Kreditkarte. Ziemlich beeindruckend. Aber die anderen lecken sich die Finger danach, es rauszufinden, oder? Wenn ich dich bezahle, schweigst du dann? Ich kann nicht gerade zulassen, dass sich Gerüchte über meine Reichtümer aus illegalen Casinos ausbreiten, oder? Yeah. Ja, das würde ich auch nicht nach außen dringen lassen. Ich sage ihnen, dass ich dich aus den Augen verloren habe. Aber ich muss schon sagen, du bist ein wirklich guter Detektiv. Deine Schlussfolgerungen waren makellos. Was sagst du? Willst du nicht mal versuchen, wie du dich in meiner Branche schlägst? Bestimmt besser, als du denkst. Nein, danke. Ich könnte mich auch schlechter schlagen, als ich denke. In der Schwindelbude auf jeden Fall hier. So, kehre zum Detektivbüro zurück. Da werden wir jetzt bestimmt noch 1000-mal aufgehalten. Auf dem Weg dahin. Hier ist eigentlich immer eine beliebte Ecke dafür. Aber komischerweise jetzt gerade nicht. Okay, so gar nicht. Oh. Sage ich auch nicht nein. Got it. So, hören wir uns doch mal hier die... Wie war das, ne? Telefon. Hello? Yagami-san. This is Sari. What's up, Saori-san? You don't usually call me. I haven't been able to reach Shintani-sensei. It keeps going to voicemail. He hasn't picked up since he left the office after talking to you. Mm-hmm. And?
Didn't you say the Curie clan was after him? Yeah, he'll be fine. I just wanted to give him a scare. Okay, still. Could you try him for me? Sometimes he ignores my calls. Maybe he'll pick up for you. Are you sure we're talking about the same guy? But I might as well. Can't hurt to try. Oder sich im Schrank versteckt oder was? Hi, Shintani here. Hey, Shintani-sensei, it's Tak. Where are you? You've reached the voicemail box of the one and only Masamichi Shintani, Genda Law Office's finest attorney. What the fuck? Shintani. Leave your legal troubles after the beep. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Holy shit. What the fuck? Was bisher geschah? The Tojo clan is struck by Kyurei clan gunfire. Kamurocho's disarray only spreads wider. On the surface, the diagram resembles a Yakuza turf war. But in the shadows are glimpses of a construction firm and political influence. And in Yagami's own shadow, the mole's sharp claws claim yet another victim. Kapitel 5. Vergangene Tage. What do you mean he's dead? Didn't you just say everything would be okay? Stay calm, Sari-san. I'm just as shocked as you. But I think the mole is responsible. Have you contacted the police? No, not yet. You should do that right away then. Do you think you could make the call, Sari-san? What? I need time to check things out before the cops show up and take over. Please. Yeah, okay. Thanks. Hey. Ein Einschussloch? Das muss die Todesursache sein, aber so geht der Maulwurf normalerweise nicht vor. Seine Augen wurden ausgestochen, wie bei allen Opfern des Maulwurfs. Was ist mit Shintanis Handy? Das sollte ich mir vielleicht mal ansehen. Es hat vorhin geklingelt, als ich ihn angerufen habe. Er hat es also auf jeden Fall dabei. Am schnellsten finde ich es vermutlich, wenn ich ihn nochmal anrufe. Der Klingelton führt mich direkt zum Handy. Okay, dann mal los. Ich muss genau hinhören, um herauszufinden, wo das Klingeln herkommt. Shintani war hier drin. Vielleicht ist sein Telefon auch hier? Nein, kein Telefon. Klingt, als kämen die Vibrationen von der Leiche. Ich sollte mich etwas genauer umsehen. What the? Da ist es. Shintanis Telefon. Das sollte ich mir näher ansehen. Seine Anrufliste dürfte mir verraten, was ich wissen will.
Er hat hauptsächlich Genders Büro angerufen. Nur die letzte Nummer ist eine andere. Shintani hat sie ein paar Stunden vor seinem Tod angerufen. Mit wem hat er gesprochen? We received a call from the Genda Law Office. You got here fast, Detective Kuroiwa. Shintani, huh? Yeah. His name has been coming up a lot lately. He's the reason Hamura walked, after all. Perhaps you couldn't stand his newfound fame so you often? Huh? I heard you two weren't exactly on good terms. Do you greet everyone by accusing them of murder? Guess that's just how cops like you operate. Forensics will be here soon. We will need you present as a resident of the property. After that, we'll need some time to investigate. How long? You'll have to find somewhere else to stay tonight at the very least. I don't have money for that. Yet you can afford bribing a cop. Ayabei's sources aren't even that reliable. Don't know what you mean. Oh, I'm sure you do. Yeah, sorry. I had to wait around for the cops to get here. Is Genda-sensei still at the office? Yes. He wants to talk to you about Shintani. As do I. Hoshino, too. Okay, I'll head over now. See you soon. Von wem ist das? Achtung, Yagami-san. Einer der Anführer der Keihin-Gang hat's auf dich abgesehen und seine ganze Bande mitgebracht. Sobald sie die Nase voll davon hatten, auf dich zu warten, stürzten sie sich stattdessen auf zufällige Passanten. Bitte unternimm etwas gegen all diese Gewalt. Mist, was soll ich jetzt machen? Maximale Bedrohungsstufe ist erreicht. Es sind nicht nur haufenweise Keihin-Gang-Mitglieder unterwegs, sondern es erscheint auch ein Keihin-Gang-Anführer irgendwo in der Stadt. Um die Bedrohungsstufe zu senken, musst du entweder diesen Anführer besiegen oder etwas abwarten. Wenn du den Anführer besiegst, werden die dankbaren Anwohner dich belohnen. Was? Gerade war noch ein Gegner hinter mir, jetzt ist er irgendwie weg. Sind vor mir welche. What a waste. Sagen die Punkte? Achso, da habe ich ja letztens erst... War ich beim letzten Mal erst noch was reingeballert. Da ist der Anführer. Yagami-san. Ah, da bist du ja. Koga, die faule Drecksau, hat mich gebeten, dir in den Arsch zu treten. Aber der Grund ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ich kann gegen dich kämpfen. Ha, ich könnte ewig so weitermachen. Wieso lassen wir nicht stattdessen unsere Fäuste sprechen? Wie konnte ich so einen Griff?
Also das habe ich immer noch nicht raus, ne? Wie ich mich da verteidigen soll. Check ich nicht. Check ich nicht. Ja, geil. Really, guys? Verbandskästen bekommt man gar nicht hier im normalen Laden, ne? Nur beim Arzt, oder? Wo war das noch? Weiß ich gar nicht. I know you've had a rough night, Yagami. But if you're up to it, can you tell us what happened to Shintani? Saori-san was having trouble getting in touch with Shintani. So I decided to give him a call myself, see what the deal was. But when I dialed him up, I heard the phone ringing in my closet. Shintani was killed the same way as all the others. The others? Do you mean his eyes were... Gouged out, yeah. But Shintani's beef was with the Kyorei clan. Why would the mole target him? I'm not so sure. It sounded like he knew something when you talked earlier. Right. Think this is some kind of Yakuza pissing contest, do ya? Come on. The mole is way bigger than you know. He probably knew more about the mole than I did. And his source had to have been Hamura. Maybe they killed him to keep their secret safe. But why did he have to put Shintani-sensei's body in your office? Not sure. Maybe to harass me? Maybe to scare me off their trail? Maybe both. Yagami. Hmm? You might want to lay low for a bit. It's not safe for you here. Get out of town. Go somewhere quiet. If the mole comes after you next... Right. I'll do just that, Genda-sensei. You know, I watched over Shintani since his first day as a lawyer. Kid had a good head on his shoulders, and a knack for the job I could never compete with. But he didn't have the guts to succeed when push came to shove. Not the most persistent lawyer I've seen. Even so, he looked up to me. Guess I took it for granted. Thought he'd always be part of the team. When I first joined, Shintani-sensei was the one who showed me the ropes. He was a reliable man. Thanks for this, Yagami. Come on, Sari-kun. I'll walk you to the station. Sure. Feel free to stay here tonight, Yagami. I appreciate it. What about you, Hoshino-kun? I think I'll work a little more before I head home. If you say so. Good night. Good night, boss. Make yourself at home, Yagami-san. I'll leave you the key.
You've been here way longer anyway. You deserve it more than me. Yagami-san, do you have a minute? Klar. Sure, what's up? Well, it's about Shintani-sensei. Yagami-san, I know you just told Genda-sensei you're gonna lay low, but that's not true, is it? You want to keep hunting down this killer. And if I said yes? Don't worry, I won't tell Genda-sensei. But in return... I want to help you. Look for the mole, that is. I won't slow you down. I promise. Looking to avenge Shintani, huh? He wasn't as strong as he let on. The tough guy act was a mask he wore to hide his insecurities. Deep down, he was just weak. That's why he was going along with Hamura, not because he wanted to. I mean, who can say no to a Yakuza? And now look how it turned out. I was sitting right next to him this whole time. Yet there was nothing I could do to help. You know, I'm still young. I don't even know what kind of lawyer I want to be. Criminal? Civil? Not the slightest idea. But I know one thing. I don't want to be the kind of lawyer who sits on his hands after his friend gets murdered. Which means... Are you sure about this, Hoshino? Genda-sensei told me to lay low. If you're seen helping me... Don't worry about that. I'll defend myself in court if I need to. Now, Yagami-san, do you mind if I tag along? You'll just tell Genda-sensei if I refuse, huh? Yeah, you got that right. Not much choice then. Welcome aboard. Glad to be working with you. Well, let's get down to business. First off, I want to know what Shintani was doing before he died. And I have some evidence that may tell us just that. Ich sollte etwas haben, das uns einen Hinweis darauf gibt, was Shintani vor seinem Tod gemacht hat. Das Ding ist halt, ich glaube, dadurch, dass er sich jetzt uns anschließt, könnte der auch sterben. Shintani dialed this number earlier today. I want to know where it goes. Right, that makes sense. It's a good thing the killer forgot to take Shintani's phone, huh? This way we can see who he was calling. The killer didn't forget. Even if the phone was gone, we'd still be able to get Shintani's data from his provider. Really? I had no idea. Yep. I bet he left the phone so I'd find the body quicker. Huh? I mean, he went through the trouble of hiding it in my office of all places. Probably wanted to cause as much chaos as possible, you know? Hey, the number got a hit in the search. It's apparently for the, Advanced Drug Development Center? What the hell? What, do you know it? 3 years ago, there was a pretty famous murder there. A patient was killed, and their body dumped in the mountains. And the man they arrested for it was named Shinpei Okubo. Okubo. Wait, he was your client, wasn't he? He worked as a contract laundryman for the center. Every 2 or 3 days, he'd stop by to pick up their dirty linens. According to the police report, it was thought he carried the body out in a bundle of sheets. Right. And you defended him in court and won. But then he got free and... You can stop there. But why would Shintani-sensei have called the ADDC? Who would he even talk to? I bet we'll find out if we give them a ring. But it's getting late. You should go home. We both need some shut-eye, yeah? Yeah, we can start fresh tomorrow. Where do we want to meet? Oh, right. We want to keep this a secret from Genda-sensei after all. There's an arcade called Charles up on Park Boulevard. That should work for now. Okay. I'll let Kaito-san know. Yeah, thanks. Yeah,
I'll see you. Okay. Dann ruhen wir uns mal aus. Aber guck mal, die Bedrohung ist trotzdem, geht trotzdem runter. Ach so, ja, abwarten ging ja auch, stimmt. Habe ich vergessen. Ich habe Hoshino gesagt, dass ich ihn im Charles treffe. Schätze, es ist Zeit, mich auf den Weg zu machen. So liegt der alte Mann denn auf dem Boden? Ist er in Ordnung? Excuse me. Hey, alles klar? Ja, Rauch, Beifuß. Beifuß? Hinter dem Zaun sollte welcher wachsen. Könntest du mir welchen holen? Okay. Warte mal, hinter dem Zaun. Brauchst du irgendwas? Oh nein, nichts Besonderes. Dann lass mich Felix in Ruhe. Jetzt die Einstellung hat ihn hergebracht. Ach, da. Excuse me. Meinst du das hier? Ja. Kannst du den Beifuß jetzt an den Kürbis da stopfen? In den Kürbis stopfen? Stopf ihn einfach rein, mach den Deckel drauf und schüttel ihn. Okay. Kürbisflasche. Kenne ich aus Sekiro. Puh, jetzt geht's mir schon viel besser. Freut mich zu hören, alter Mann. Was war das denn da in dem Getränk? Was? Ich nenne es ein Extrakt. Ein Extrakt? Wovon? Eigentlich handelt es sich um ein medizinisches Dekokt, aber Extrakt geht irgendwie besser über die Lippen, oder? Aber wo sind meine Manieren? Mein Name ist Iyama. Ich stelle hier in Kamurocho Extrakte her und verkaufe sie. Deshalb nennen mich die Leute auch den Eremiten des Dragon's Palace. This is Yagami. Oh, mich nennen die Leute einfach Yagami. Aber was hat es mit diesem Dragon's Palace auf sich? Kennst du das verlassene Gebäude im Hotel District? Das ist der Dragon's Palace. Meine Apotheke ist in der 3. Etage. Eine Apotheke? Beifuß ist also eine deiner Zutaten. Ja, ich bin hier, um Zutaten für eins meiner Extrakte zu sammeln, aber dann ging mir die Puste aus und ich bin gestürzt. Ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Sonst hätte ich das vielleicht nicht überlebt. Ich habe gerade einen Eremiten getroffen, der in einem verlassenen Gebäude Medizin herstellt. Echt schräg. Na, wenn das mal nicht Yagami ist. Bereit zu sterben, du Penner? Oh, die Kayen Gang, war ja klar. Ey, schaff deinen Hintern hier rüber. Wow, wo haben sie denn den Freak aufgetrieben? Los, schnappt euch Yagami und macht ihn platt. Ha. Not a wise choice. Ja, ey, ich block doch. Ich check dieses Kampfsystem nicht. Scheitert? Was ist denn mit dem Kerl? Der ist irgendwie unbesiegbar. Du hast nicht mal einen Bruchteil seiner Stärke. Sieht aus, als steckst du in Schwierigkeiten, Yagami-san. Yama-san, du solltest besser nicht hier sein.
Nicht so schnell. Ich will mich wenigstens für deine Hilfe bedanken. Hier, ich habe dir das hier mitgebracht. Donnerschlagextrakt. Was ist das? Eins meiner wundersamen Extrakte natürlich. Wenn du es trinkst, naja, du wirst es ja gleich rausfinden. Bist du endlich fertig mit dem Penner da? Los, komm schon her, Arschloch. Verdammt. Wenn du ein medizinisches Extrakt trinkst, erhältst du vorübergehend bestimmte Kräfte. Probiere fürs Erste das Donnerschlag-Extrakt, welches in der Item-App unter Heilgegenstände zu finden ist. Dieses Extrakt erlaubt dir mit dem Kranich-Stil die Deckung von Gegnern zu durchschlagen. Bam! Na, okay. Damit geht es auf jeden Fall schon besser. Scheiße, was ist hier los? Das ist also die Wirkung deines Extrakts. Wie war es? Ziemlich effektiv, oder? Yep. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Wirkung hat. Also Dank für meine Rettung bekommst du von mir den Schlüssel zum Dragon's Palace. Du kannst also jederzeit vorbeikommen. Oh, danke. Im Dragon's Palace gibt es auch ein Casino und eine Spielhalle, wenn du dich ein wenig amüsieren willst. Wow, klingt, als gäbe es da einiges zu sehen. Boah, mein Rücken bringt mich noch um. Gegen die Tücken des Alters sind wohl auch meine Extrakte nutzlos. Excuse me. Kommst du denn klar? Wenn nicht, kann ich dich auch gerne zum Dragon's Palace bringen. Nein, alles gut. Du musst wegen mir nicht so einen Umweg auf dich nehmen. Ach, geht schon. Ich bin sowieso in die Richtung unterwegs. Das ist also kein Problem. Bist du sicher? Dann würde ich gerne auf dein Angebot zurückkommen. Ah ja. So eine Bude ist das. Wow. Was ist das denn alles? Komm, setz dich doch. Ist das ein Eintopf? Boah, stinkt das. Was hat er denn da reingetan? Ah, du hast schon meinen Topf entdeckt. Das ist der flüssige Grundstoff für meine Extrakte. Dieser komische Eintopf da? Da liegt einfach eine Kartonverpackung drin. Ganz genau, das ist ein besonderer Sud. Wenn man ihn mit den richtigen Zutaten mischt, wird daraus ein Extrakt. Die Extrakte werden so zubereitet, dass sie die Essenz der Zutaten enthalten und diese an den Körper abgeben. Du meinst so wie das Zeug, das ich da im Kampf getrunken habe? Ganz richtig. So, und jetzt pass gut auf. Extrakte können je nach Herstellung ganz unterschiedliche Wirkung haben. Siehst du die ganzen Extrakte hier? Für jedes braucht man ganz spezielle Zutaten. Du kannst die Zutaten alle in der Stadt finden. Du musst sie nur in den Sud geben und schon ist das Extrakt fertig. Das klingt jetzt nicht so schwierig. Ist es auch nicht. Ich habe noch genug Zutaten für ein Extrakt. Willst du es mal versuchen? Naja,
Schadet sicher nicht, das mal zu probieren. Also los. Okay, also bei Wertsachen gibt es Rezepte. Alles klar. Rezeptwachstum. Ein Extraktrezept, das die Menge erhaltener SP erhöht. Sieht aus, als wäre der Sud gleich fertig. Hol schon mal die Zutaten. Danke. Hier hast du ein Rezept, da steht alles drin, was du für ein Extrakt brauchst. Wenn du noch mehr Extrakte herstellen willst, dann sammel einfach die entsprechenden Zutaten. Und hier hast du noch einen Kürbis, der enthält den Sud, sodass du jederzeit Extrakte brauen kannst. Excuse me. So steht denn auf dem Rezept oben Sammelliste drauf. Oh, das hätte ich fast vergessen. Es gibt ein paar Dinge, die du für mich erledigen könntest. Ich will so viele neue Extrakte entwickeln wie möglich. Und ich will, dass du mir die nötigen Zutaten besorgst. Wenn du mir hilfst, das Extrakt aus dem Rezept herzustellen, zeige ich dir, wie du noch mehr davon brauchst. Aber jetzt mach dich erstmal auf die Suche. Ich hoffe, du hast Erfolg. Hoshino-kun wartet auf mich. Ich sollte mich auf den Weg ins Charles machen. Dieser Keihan-Anführer sorgt jetzt wohl anderswo für Ärger, aber er hat hier schon genug Schaden angerichtet und haufenweise Leute verletzt. Yagami-san, nächstes Mal solltest du dich für deine Nachbarn stark machen. Ja, was ist das denn da für ein creepy Figur? Hilfe. Schnell weg. Must we? What a waste. So, was haben wir denn hier noch beim Kampf? Oder warte mal, gibt's hier noch irgendwie was? Alkohol. Kampf. Greife Gegner an, während du vom Boden aufstehst. Das ist ganz gut. Oh, kann ich noch was nehmen? Oh ja. Mal so ein paar Angriffe genommen auch. Einmal vom Boden aus und einmal vom Würgegriff aus. Vielleicht auch nicht so schlecht. Aber da braucht man natürlich auch was auf der Ex-Leiste, ne? Fällt mir gerade so ein. Ohne dem wird schwierig. Doing this. Really, guys?
Achso, da sind wir ja schon. Sugira. Kaito-san told me you'd be here. Don't forget about me next time, yeah? Wish you'd fucking forget about me. Is there a reason your little gang needs to keep meeting up here? It's so nice of you to let us use your store, Higashi-san. Especially when you're clearly so opposed to the idea. Don't talk down to Yakuza, kid. It's okay, Higashi-san. I think we all know you're nicer than you let on. What the hell? Damn, and you're braver than you look, Hoshino-kun. You got the skills to back it up? Just a third-degree black belt. Huh? Not that I've ever had to use it. Well, I'll call this meeting to order. Sure. I'll do the honors. Masamichi Shintani of the Genda Law Office has been murdered. Given that his eyes were gouged out, it's likely the mole was responsible. And I'll need all of your help to track him down. The ADDC, huh? Weird time for that to come up again. Again? It's come up before? We can talk about that later. What's important now is Shintani called them before he was killed. Ich verstehe es nicht. Welche Verbindung gibt es zwischen Shintani und dem MMZ? I think I remember them being in the news a lot last year. Something about a new drug that could win a Nobel Prize. Yeah, here it is. The ADDC's research into AD9 has now been published in one of the world's leading scientific magazines, leading to the gathering of reporters from both Japan and abroad that we have here today. It's a brand new dementia drug. They call it AD9. This was right after Director Kido from the ADDC published his paper on it. They're still undergoing clinical trials on larger animals, but apparently every single mouse they've given it to has made a full recovery. Now with The man giving the presentation here is Dr. Ryusuke Kido, a world leader in neurophysiology and the primary researcher on AD9. He's the one who showed me around the center when I was looking into Okubo's case. Guess he's been the director for a while now. From what I can tell, the Ministry of Health is increasing the ADDC's budget to hasten the development of AD9. They're even adding another building to the center. It's a huge project. Damn good deal they've got. I'm still not getting it, though. Why Shintani go and call them? That's what we're about to find out. And there's only one way to do that. Come on! Can't just take a man's phone. First off, we'll need to figure out who Shintani was calling. Yeah, but how are we gonna do that over the phone? I suppose that all depends on your acting skills, Detective Yagami. Muss rausfinden, wen Shintani beim MMZ angerufen hat und wieso. ADDC, front desk speaking. Hi there, ma'am. This is... This is Masamichi Shintani. I'm a lawyer from the Genda Law Office. No, it's good to hear from you, Shintani-sama. Could you put me through to the same person I spoke to yesterday? Do you know the extension you wish to reach? Oh, it sort of slipped my mind, sorry. Can you maybe look into the transfer history? Why don't you just tell me what the call was about, and I'll connect you to the proper department. Oh, in that case... It was about the Shinpei Okubo incident. A patient of yours was murdered on site 3 years ago. You're
not with the media, are you? Nope, I'm most certainly a lawyer. Why don't I connect you with our publicity department? They'll know more about what you're looking for. Sure. Please hold, sir. Doesn't sound like you're making much progress. Oh ja, nicht so Thank you for wirklich. waiting. Yes? It seems our publicity department never received a call from a Shintani-sama. I see. Thank you anyway. No way this happens over the phone. It'll be faster to just head over there myself. You think that's gonna work? Not sure, but I know the director, remember? Worst case scenario, I come back empty-handed. I'll come with you, Yagami-san. Okay, me and Nagashi will go check out what's going on with the Matsugane family. Shouldn't be tough with Hamura out of the picture. Hey, I don't remember saying I was gonna help you. By the way, Yagami-san, whatever happened to that guy from 3 years ago? Shinpei Okubo. He's in the detention center. Been there since they gave him his death sentence. Have you ever gone to see him, Yagami-san? No. Why would I? Why do you ask anyway? I don't know. I was wondering what he was like. The case got tons of news coverage, you know. I was also wondering what you thought about the case. Did you really think that he was innocent? Probably. But then he walked. Killed his girlfriend. You defended him for that too, yeah? Das habe ich. Okubo-san hat mich darum gebeten, nachdem er Emi-chan kaltblütig ermordet hatte. Yeah. Did you believe him then too? He kept saying the same thing. How he could never have killed anyone. But I didn't believe him, no. Fighting for him in court made me sick to my stomach. Do you think he deserves the death penalty? That's enough of the questions, Sugiura. Well, my bad. Was that too far? Nah. If you say so. Yagami-san? You're heading to the ADDC now, yes? I'm gonna grab a taxi for us. I'll wait for you over on Park Boulevard. So, die Fallakte wurde aktualisiert. Da schauen wir doch mal rein. So, hier ME9 Forschungsbericht. Im Jahr 2017 veröffentlichte das MMEZ einen wissenschaftlichen Bericht über eine effektive Behandlungsmethode gegen Alzheimer, verfasst von Professor Ryosuke Kido. Behandlung erfolgt durch ein Medikament namens ME9. Laut Bericht wurde das Medikament in Tierversuchen an Mäusen getestet, bei denen die Krankheit vollständig durch dieses Medikament geheilt werden konnte. Und der letzte Anruf von Shintani ging raus an eben dieses MMEZ. Moment, was ist denn hier noch? Shinpei Okubo, Verdächtiger, Koichi Waku, Opfer. 2015 wurde Waku aus seinem Krankenzimmer des MMEZ entführt. Seine Leiche wurde später in den Bergen von Okutama gefunden. Man vermutet, dass er erstickt wurde, aber die genaue Ursache ist nicht bekannt. (2015) fand man die Leiche eines vorher vermissten Patienten des MMEZ in den Bergen von Okutama. Shinpei Okubo, ein Mitarbeiter des MMEZ, wurde damals als Verdächtiger festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ging von einem vorsätzlichen Mord aus. So sollte Okubo das Opfer im Krankenhaus getötet haben, die Leiche in Laken gewickelt und anschließend in den Bergen abgelegt haben.
Entgegen aller Erwartungen wurde Okobu freigesprochen und sofort auf freien Fuß gesetzt. Sein Verteidiger, der diesen Freispruch für ihn erzielte, war Takayuki Yagami, ein Anwalt der Anwaltskanzlei Genda. Wird der Fall jetzt auch nochmal relevant? Krass. Hätte man mit rechnen können, weil sonst wäre der ja nicht thematisiert worden. Wobei ich dachte, das wäre halt nur so Background-Story gewesen für Yagami. Aber scheinbar nicht. I've heard a bit about this place before. But the ADDC, isn't it just one part of a larger organization? If I recall correctly, they call it the Medical Institute. Is that accurate? Yeah. They own every last inch of this campus. It's incredible. Even with all these buildings, they're still getting budget to expand from that new drug. So? Is it the same as you remember? Yeah. Huh? Don't go too far ahead, Yagami-san! What are you all shaken up for? Calm down. Just stick with me and you'll be fine. Got that, Yagami? Yagami-san! Try not to just ditch me, okay? Is something wrong? It's just... After 3 years, it still looks the same. Huh? Almost like time itself has stopped. Yagami-san. Come on. Front desk's over there. Do you have an appointment, sir? I don't, sorry. My name is Hoshino, from the Genda Law Office. This is my partner, Yagami. We're here to talk about a murder that took place in Kamurocho yesterday. A murder? A coworker of ours, named Shintani. He was the victim. We have a record that he called this center before he was killed. Huh? We're hoping you can help us track down exactly who he spoke to. I'm very sorry, sir, but I can't provide such private information. Well, could I at least talk to Director Kido instead? He's an old friend of mine. Just let him know Yagami stopped by, to say hello. I don't think that'll be necessary. Look over there. Gentlemen, I really don't know what else you want from me. I have nothing more to say. I've told the police all that I know.
Direktor des MMEZ, Ryosuke Kido. Yeah, I know. Sorry about all this, Director. Problem is, my partner here won't give it a rest till he sees the scene of the crime. But I'm sure we'll be leaving soon. That's not what we agreed upon. You know this isn't about how long it takes. Vor 3 Jahren. And what about Okubo? I take it he's still not fessed up. No, not quite as of yet, sir. But we all saw where the body was. Exactly where he said it would be. Quite true. Not much point in fighting this now. The Minister has made it clear that he wants it resolved soon as well. Just look at how much trouble one contractor has caused. Sorry, which Minister? I didn't know about this, sir. The Health Minister. It's all his call how much funding we get. Director, if I may, if you would just direct me to the scene of the crime, I could head over there myself. I'll be out of your hair in no time, I assure you. I'd rather you didn't wander on your own. So instead, she can show you. Terasawa-kun, these gentlemen here are Shintani-sensei and, Yagami. It's a pleasure. I hope I can help you find what you need. Well, with that, I'll be taking my leave. Thank you again, Director. Apologies for all the trouble. This way. I can show you how to get to Waku-san's room. Who's Waku-san? The guy who died in his room? Oh, yeah. And you are... Terasawa-san, huh? Wow, you're young. And a looker to boot. Can we keep this professional? Huh? Nice try, Shintani-sensei. Not the friendliest girl in town, huh? We're not exactly welcome guests here. After I busted my ass to pass the bar, I always figured I'd have my pick of the ladies. Right this way, please. Ja, danke. Straight ahead is the ADDC's general ward. Waku-san's room is on the 4th floor. MMEZ Krankenhausstation für Allgemeinmedizin, 3. Etage, 4F. This was the room assigned to Waku-san. What's down there? That's the research wing, where they develop all our new drugs. Oh. You can't get in without a gold key card, though. Not even I have one. Gold, huh? I suppose because it's the heart of the center's operations. Huh. Sounds like it's a whole nother world back there. Security like that must be a bitch. Come on, Yagami. Before he died, Waku-san spent most of his time in here. And when was he admitted? 2 years ago. With Alzheimer's. Some kind of dementia, right? Alzheimer's is a neurodegenerative disease that leads to dementia, yes. In fact, it's the cause of almost 70% of all dementia cases. So, they're one and the same, kinda? Anyway, do what you gotta do, Yagami. Uh-huh. Okay, untersuche das Bett. Suspicious. Has anyone else slept here since Waku-san's death? Nobody, no. And Waku-san was missing from his room the morning of the incident, yes? That's right. So, he was murdered here, then carried out. I can't say for sure, but it's likely. Wenn ich von dieser Annahme ausgehe, wie wurde die Leiche dann rausgeschafft? Ich sollte mir das genauer ansehen. Hey, the window's sealed shut. There's no way Waku-san could have escaped through here.
Suspicious. All the rooms have windows like this, right? Seems like people would notice if something was going on in here. Well, we only have so many employees in this ward. The halls stay fairly busy, but it's mostly dementia patients moving between appointments. I see. I wonder how the room looks from the hallway. You got all you need from here, yeah? I think so. You can definitely see what's going on from out here. Shintani-sensei, can you lay on the bed for me? I guess so. Care to join me, Terasawa-san? What do you got to lose? It was a joke. So from this vantage point, you can't make out the person's face. So, was this the colossal waste of time I knew it'd be? Nope. I got something I'd only get from being here. Does it matter? It's been days. Case is practically closed. Shinpei Okubo is guilty as hell. Well, according to him, he's not. Of course that's what he says. Consider the facts, though, man. You want to review the case? Sure. Let's go over what we know so far. Whatever you want. All right, here we go. Our victim was the patient staying in this room. Koichi Waku, male, age 66. At 8:30 a.m. on the morning of the crime, the nurses noticed he was missing from his bed. Given Waku's degenerative state, they assumed he was wandering around the hospital somewhere. But after being unable to track him down, hospital staff filed a missing persons report. Right. You know what a dementia patient's like, though. Hard to imagine they'd make it outside on their own. The only conclusion then was that somebody must have taken him out of the hospital. After inspecting all the cars that came in and out of the center, they were left with one possible suspect. A laundryman by the name of Shinpei Okubo. It didn't take much prodding for Okubo to confess burying Waku's body out in the mountains. And lo and behold, 3 months after Waku disappeared, the cops found his body rotting away right where Okubo said it'd be. Cause of death was most likely suffocation, but they still don't know for sure. Any objections to this so far, Yagami-sensei? Actually, yeah. You're forgetting something. And what's that? Okubo-kun insists he didn't kill anyone. All he admits to is dumping the body. Man kann nicht automatisch davon ausgehen, dass jemand, der eine Leiche fortschafft, auch der Mörder ist. Wenn ich hier nachgebe, gestehe ich Okubo-kuns Schuld ein, noch bevor der Prozess angefangen hat. Oh, sure. But come on, Yagami. Guy's got a history of assault, and it's on record. Roughed up his girlfriend. Accidentally broke her finger. Right, but that was over 6 years ago. He was just a kid. Got drunk, made a huge mistake. And what? It's okay for a kid to hit a woman? Of course not. But that's not what he's on trial for. True. I don't condone what he did. But legally, committing one crime doesn't mean you're guilty of another. Fine. But what about Okubo's shaky alibi? He said he left the center at 10 a.m. after grabbing the sheets from the general ward. Claimed Waku-san's corpse somehow got loaded into his truck. Who's gonna believe garbage like that? If anyone should, it's his lawyers. We're meeting with Okubo after this, right? You should just be honest with him. Tell him the case is unwinnable. Are you two done here? Yep. Can you show us the garage next? The one where Okubo-kun parked his truck. The service entrance, I think it was. That's the only other place we'll need to see today. We'll need to take an elevator down there. Follow me. Okay, geh vor. Follow me. Nee, ich folge ihr, nicht dir.
Die kennt sich hier, glaube ich, ein bisschen besser aus als du. Ja, wie viele Aufzüge. Holy shit. Das hat mein Krankenhaus aber nicht. Hat sie nicht gesagt, wir müssen mit dem Aufzug runterfahren? Oh. Falsch abgebogen. Ach, hier ist nochmal ein Aufzug. Ah, hier ist der geheime Aufzug. Hey, Yagami. You're never gonna last if you keep taking cases like this. Criminal suits are a constant test of your conviction. Your sense of justice. They don't even pay that well. Careful who you say that around. Look, just chill out, okay? Take it from me. I've been around the block way longer than you have. Looks like a regular old garage to me. You'd make it out with no problem if you put a body into your truck down here. It's quiet. It is. Hey, Yagami, check this out. These are the carts they use to collect sheets and linens. Day of the crime, Okubo was all over the hospital with one of these things. Would have been simple for him to sneak a body in there and cart it right out. Maybe so. Where was Okubo parked on the day of the incident? Oh, Ja. The truck was parked here, with the back facing the elevator. Here's a recreation of it. I see. DNA evidence from the victim was found in the flatbed of the truck. That's proof enough that the body was there. And when they confronted Okubo, he flat out admitted it. There was evidence that the body was in Okubo's truck. Aber irgendwie gibt es hier nichts zu sehen. Was steht denn hier? Achso, da steht gar nichts. Das ist ein Gitter. When was Waku-san last seen? Just before 8 a.m. on the day of the crime. Yeah, 7:50 to be precise. An ADDC scientist will be testifying to that. He claims he saw him nice and cozy in his bed. I see. Can we talk to this witness? I tried to get an appointment, but they shut me down. Said they don't want us interfering with their research anymore. They're not willing to make an exception this once? This isn't an issue you want to push, Yagami. Worst case scenario, you get charged with witness intimidation. All right. Anyway, the victim was last seen at 7:50. That's right. Breakfast is at 8 o'clock, so the patients who can walk on their own gather in the break room. But on the day of his disappearance, 8:30 came and went with no sign of Waku-san. You thought you'd find him quickly. Didn't exactly turn out that way. Right. Got that, Yagami? Here, let's go over some more details. Klar, hören wir uns an, was der große Shintani-Sensei zu sagen hat. What we know is, Waku was taken out of his room sometime between 7:50 when he was last seen, and 8:30 when everyone noticed he was gone. During that 40-minute span, somebody suffocated Waku and stuffed him into the laundry bin. Nobody suspected there was a body in the cart. And the only clear culprit was Okubo.
the man in charge of the laundry. To further back this up, DNA evidence from Waku was found in Okubo's truck. Then when the police questioned Okubo, he confessed to burying the body in the mountains of Okutama. 3 months after the crime, Waku's corpse was finally found. Warum hat das 3 Monate gedauert, wenn die genau wissen, wo er liegt? Tight, Yagami. I know you're getting into this, but come on. Just give it up already. You don't have a chance. Even though Okubo says he's innocent, I promised him we'd do everything we could. Not my problem. You shouldn't make promises you can't keep. Fine, then I'll do it alone. You don't have to be involved. Even if I'm not, the loss will hurt Genda-sensei's reputation. I'm sorry, but our client says he's innocent. I can't back down from this. Fine. I'll be in the lobby. Hello, Paperino, wie is it? If you like, I could take you to see Waku-san's room again. You don't mind? That would be great. Da bin ich wieder, aber ich sehe nicht wirklich etwas, das ins Auge springt. Was macht der Trainer? Ja, er ist noch dran. Aber ich habe noch leichte Schmerzen. Also werde ich da morgen losgehen müssen. Hilft ja alles nicht. Ich bin ja bis morgen noch krankgeschrieben. Dann gucken wir mal. Ob mir das überhaupt jemand abkauft. Are you finished? Nee, warte mal. Nee. Ich habe mir doch noch gar nichts angeguckt. The window's sealed shut. There's no way Waku-san could have escaped through here. Waku-san was here until the morning of the incident. Then he just up and disappeared. I wonder how well you can see in here from the hallway. Are you finished? Yeah, I've seen what I need. Anything else you can share? How long will Okubo-san's sentence be? Huh? If he's found guilty, that is. Probably 10 years, maybe more. It's hard to say for sure. And what if he confesses? Would they shorten his sentence? Well, at the very least, it'd make a better impression than insisting he didn't do it. But you're still going to push an innocent plea? Even though Okubo-san is the one who'll suffer for it? If he's really not guilty, he won't have to. I'll win. But to be perfectly honest, this is my first criminal case. What? Civil cases have been a mixed bag for me, too. I've actually lost more than I've won. Is that so? Apparently, a smart lawyer would never even consider an innocent plea in this case. Guess it's a good thing that I'm not so smart then, because I honestly believe I can win. Terasawa-san, were you close to Okubo-kun? I spoke to him pretty often, yes. I would see him around the ward all the time. And what did you think of him? Did he seem like the kind of guy who'd do something like this? I'm sorry. The director told us not to say too much. Wait! If you know anything that can help, just get in touch, okay? I'll do whatever it takes to set Okubo-kun free. But I can't do it alone. Just give it some thought, Terasawa-san. Just now, we went to the ADDC. Thought I should have a look at things with my own eyes. And? How did it go? There's no chance you walk. You're practically a lost cause. Hey,
Yagami-sensei, is that what you think? It's like this, Okubo. You tell me you're innocent, and I'll fight to the end. I really have nothing to lose by helping you out. It's just like I told you. Whoever did it is framing me. Angeklagter im MMEZ-Mordprozess Shinpei Okubo. On the day of the crime, you were in the general ward at the ADDC, yes? Starting at 8 a.m., you went around to each room and gathered the linens. Yes. Nobody would dispute that. And after that, you covered Wakusan's nose and mouth, suffocated him, and then carted him out in a laundry bin. That's not true. Wakusan wasn't there when I went into his room. I didn't see him at all that day. You have to believe me. And I do. So when you went down to leave the center at 10 a.m. after gathering the linens, you realized there was a body hidden in the truck. Yes. That's what happened. Then, after debating whether or not to report the body, you chose to hide it in the mountains. Das wird im Prozess eine große Hürde werden. I had a criminal assault on my record. I knew the police would have suspected me if I went to them. Aren't you forgetting the bad blood you had with Wakusan? Huh? Bad blood? What are you talking about? 3 days before the murder, Wakusan claimed Okubo-kun here punched him and stole his wallet. They told me all about it at the center. When did you even ask? While you were busy chatting up Terasawa-chan. Even if I bitch about it, I'm still damn good at my job. Well, Okubo-kun, did you take his wallet, or...? Not quite. They call it delusion of theft. It's a symptom of dementia. You think something's been stolen from you, then blame the first person you see. Not the easiest thing to deal with, right? Someone accuses you of theft for no reason? Must have been a shock. So when Wakusan tried to hit you, you just about hit him back. But I didn't hit him. No. You murdered him. I wouldn't kill a man over something like that. Ah, I wish I could believe you, pal. Come on, Okubo-kun. You got a record of violence. It wasn't me. I swear. Somebody set me up. Please, you have to believe me. Whoever did this is laughing at all of us right now. Calm down. Yagami-sensei, do you believe me? I do. Okay. Then next time, come alone. Fine. I can take a hint. You and Yagami-sensei can cuddle up all you want. Hey, you know that nurse, Terasawa-san? Cute girl. It sounded like she was worried about you. Bet you'd have a chance with her once you get out of here. I don't know. If you'll excuse me. Jetzt spielen wir den ganzen Fall nach. So Shintani just left you hanging, huh? He's got to learn some damn patience. Maybe so. But this is my case now. I can handle it myself. Huh. Okay. Yagami-san. Hmm? Have you seen Mafia lately? Where's this coming from? She's just not that great with men. I suggest you be more assertive. Right. Okay. You mean that friend of yours, Saori-kun? She's got Shintani all riled up. Said he'd have been nicer to you if he knew you had friends who looked like her. Jackass. Hey, nothing's official yet, guys. Regardless, keep it on the down low, okay? Yet? That word says more than you think.
Wo ist denn mein Schreibtisch? Hier. Achso, ich muss reden. Mit den Leuten reden. Mafia Coon's a prosecutor, right? Isn't it kind of taboo for her to date a defense attorney? Can we not do this? Either way, guess the Okubo case comes first. We're pleading innocent, yeah? That's the plan. What is your plan here? This isn't gonna be an easy win. Well, I'm working on that. There's one piece of evidence that still bothers me. Yeah? And what's that? Auf was sollte ich mich konzentrieren, um Okubos Unschuld zu beweisen? Panoramablick eines Krankenzimmers, in dem ein älterer Patient namens Waku 2 Jahre verbrachte. Er verschwand jedoch plötzlich und wurde 3 Monate später tot in den Bergen von Okutama gefunden. Nein. Das Fenster, es lässt sich nicht öffnen, also kann auch niemand dadurch fliehen. Der einzige Weg in das Zimmer führt durch den Flur? Nein. Der Blick auf Wakus Zimmer durch die Scheibe der Flurtür. Das Kopfkissen liegt auf der linken Seite der Matratze. Ein Wäschewagen. Körperflüssigkeiten des Opfers. Nee. Es gibt ein Beweisstück, auf das ich mich konzentrieren sollte, wenn ich Okubos Unschuld beweisen will. Dann sind es die wahrscheinlich nicht. Die Körperflüssigkeiten des Opfers, die in Okubos Fahrzeug gefunden wurden. Aber welches dann? Also am ehesten das hier. Ich nehme das jetzt. Take a look at this. It's the hospital room the victim was staying in. This is the last place Waku-san was seen before he disappeared. At the time, the witness would have seen Waku-san from this angle through the window in the door. But the cabinet here would have been blocking his face. Uh-huh. In other words, there's room to argue that the witness never actually saw Waku-san to begin with. It might have just looked like there was somebody in there. Or maybe the killer set it up to look that way. And how would that impact the trial? Well, the premise that the victim was still alive at 8 o'clock would no longer be on the table. Meaning, the crime could have occurred during a much wider time range. With that in mind, we could claim there's no proof that Okubo took Waku-san out of the room. Right. Not bad. What the hell's your problem? Was that Shintani? I think so. Get back here! That bastard. Oh, was eavesdropping on you. What the hell? I tried to stop him, but he pulled a stun gun on me. Hey! Wait up! Wer war das denn? Oder wer ist das? Hold up! Hey! Na, warte, Freundchen, bleib stehen. Guck mal, wie langsam der ist. Hold up!
Oh, falscher Knopf. Aua. Fuck. Ah. Help! Someone help me! Das ist doch die Nurse. Terasawa-san? Let me go! We got a groper out here? Scum of the earth! Not on my watch, you son of a bitch! Hält ganz schön viel aus. Bam. Klatsch. Ach, da ist ja noch einer. Eieiei. Ja, mit den eigenen Waffen geschlagen quasi. Easy. So, Girl. Can all lawyers fight like that? Vielleicht. Did you really need to run away like that? I assume you came to see me. There was something I wanted to talk to you about, yes. But I wasn't sure if I should. Then that pig-headed friend of yours started shouting, so I just lost it. Okay, but did you have to tase him? Not that he didn't have it coming. Anyway, I'm listening if you want to talk. No matter what it is, I'll keep your secret. Anything you tell me will fall under client attorney privilege. Well, you know the witness who last saw Waku-san? Said he saw him sleeping in his bed. Uh-huh. Well, that witness is a man by the name of Shono-san. He's one of the scientists at the ADDC. Not only that, but he's the director's right-hand man, too. And this is him? Ein ziemlich typischer Wissenschaftler. Yes. He's a very dedicated doctor, so the nurses have a lot of faith in him. But something felt off when I heard what he had to say about the incident. And what's that? I guess I'm just skeptical as to whether or not he actually saw Waku-san. I don't think he's intentionally deceiving us, but he may be mistaken somehow. And if I had to guess, I'd say the other nurses feel the same. Still, why hasn't anyone mentioned this until now? How could we? Nurses talking about a doctor behind his back? That's not something a nurse could do without consequences. And if it came to a courtroom testimony... None of you would testify? Maybe the other nurses wouldn't, but I would. I never really fit in over there anyway. Besides... Yeah? I think Okubo-san is innocent. Oh, really? Sounds like I've finally got an ally on my team. Bezirksgericht von Tokio.
I'm currently employed as a researcher at the Advanced Drug Development Center. Part of our research consists of clinical tests we perform on patients in the general ward of the center. On the day of the crime, I was making my usual rounds through the ward. Forscher beim MMEZ, Yoji Shono. And what time was that? Around 7:50? You're sure? Yes, the patients eat breakfast at precisely 8 o'clock. I always head to the break room myself, right around then too. This break room, to be precise? That's correct. Our more mobile patients walk there for breakfast instead of eating in their own rooms. Then, while the nurses help the patients eat, I ask about how they feel and how the medicine is treating them. And on the day of Waku-san's disappearance, you passed by his room before going to the break room? Yes. And in that room, you saw Waku-san lying on the bed? Yes. Can you describe the situation to us as you remember it? The door has a window, so you can see into the room from the hallway. And this is the room you're referring to, yes? That's correct. From where I was standing in the hallway, I could see Waku-san lying in bed. He was asleep, with a blanket covering most of his body. And what time was that? Around 7:50. No further questions. Ja, ich aber. Oder auch nicht. Yagami-sensei, why did you call her to the stand? She actually asked to testify. Is that a problem? Not really, no. Das ist meine Chance, die Sache zu drehen. Terasawa-san, you were present for Shono-san's testimony just now, yes? Yes. And what is your opinion on that testimony? For a scientist, I felt his wording was rather imprecise. And as a medical professional, I felt his actions were negligent. Could I ask you to be a little more specific? Our witness, Shono-san, claims he saw Waku-san sleeping in his bed during his morning rounds. However, there's no way he could have known that just by looking in from the hallway. So nämlich. I have evidence supporting Terasawa-san's testimony. Shono konnte Waku gar nicht sehen und das kann ich auch beweisen. Please look at this. It's a photograph of the victim's room as viewed from the hallway. In other words, this is what Shono-san would have seen when he checked in on Waku-san. Und dieses Beweisstück deutet auf diese Tatsache hin. Zeuge zu sein, aber er ist der Täter? Warum sollte er Täter sein? Das Opfer war bereits tot. Das würde es sein. Waku-san was already dead when Shono-san went to check on him. What are you implying? At the time, the defendant hadn't yet collected the linens. In fact, he hadn't even arrived at the ADDC. Meaning, Okubo-san could not have been the murderer. Assuming that's true then, why did he go through the trouble of hiding Waku-san's body in his laundry cart? Huh? Well, depending on how you look at it. Please. You know this is a court of law, don't you? Okay, das war's scheinbar nicht. Sorry, let me start over. Our witness, Shono-san, claimed, however, I'm not... Also das ist auf jeden Fall sicher hier, das mit dem Dingens. Aber dann ist es wahrscheinlich, dass einfach die Aussage falsch ist. Täter hat sich im Krankenzimmer versteckt.
Keine Ahnung. Wo soll er sich versteckt haben? Was lying when he said he saw Waku-san in the bed. Excuse me? What he saw from the door was likely nothing more than a bulge of sheets. He couldn't have been able to identify it specifically as Waku-san. So to claim as much in his testimony seems like quite an exaggeration, don't you think? But common sense would dictate otherwise, would it not? Who would be in the bed other than Waku-san? The staff nurses are trained to always enter a room when checking in on a patient. In Waku-san's case, it's impossible to tell anything just by looking in from the hallway. There was actually one time a while back where we thought he was under the covers, only to find Waku-san eating in the break room a second later. And upon re-examining the room, we realized that we had mistaken a bunched-up pillow for Waku-san. The witness makes an important distinction. The prosecution asserts that Shono-san's testimony is clear, that the victim was taken out of his room at some point between 7:50 and 8:30 in the morning. They claim that because of this time frame, the defendant must have smuggled Waku-san's body out in his laundry bin. Deshalb galt Okubo-kun als der Einzige, der Waku-san getötet haben könnte. But if Shono-san's testimony is invalid, as the defense asserts, we have to consider the possibility that Waku-san was taken in the middle of the night when nobody else was around. After which, the killer could have waited until the morning to plant the body in the defendant's truck. In other words, the defense establishes that there is reasonable doubt that Okubo-san is the killer, rendering the prosecution's central argument unsound. Your Honor, taking this new testimony into account, I'd like to call Shono-san back to the stand for cross-examination. Shono-san. Yes? Mal sehen, wie Shono auf die neue Beweislage und Teresawa-sans Aussage reagiert. I'll get right to the point. On the day of the crime, what did you see when you looked into Waku-san's room? I saw Waku-san asleep in his bed, I think. And did you get a clear look at his face? I don't remember. So it's possible that it could have been someone other than Waku-san in that bed. Or maybe even a pillow that you mistook to be Waku-san's body. Isn't that right? Objection! The defense is leading the witness. Sustained. Please rephrase the question. Shono-san, can you say without a doubt that Waku-san was in that bed when you checked on him? I don't think I can, no. Then the defense rests. But I do have a quick remark for the prosecution. Huh? Die Anklage ist in sich zusammengestürzt, das ist meine Chance. The charges against my client stem from your assertion that he's the only possible suspect, assuming the crime took place within the stated time frame. However, the defense has proven without a doubt that Shono-san's testimony is unreliable, establishing reasonable doubt for my client. I would suggest then that you withdraw the charges against my client. With such inconclusive evidence, you'll only be wasting the court's precious time. The prosecution does not consider the witness's testimony inconclusive. His memory of the incident may be fuzzy, yes, but that doesn't change that he saw the victim. So, your whole case is based on a fuzzy memory? This promising young man's future is at stake, and you're willing to throw that away on unreliable testimony? Dr. Shono is a bright and diligent researcher. After watching his own grandmother develop dementia, he vowed to create a drug that could cure the disease. After paying his own way through medical school, he went on to become the head researcher at the ADDC. Day after day, Dr. Shono visits his sick patients out of the kindness of his heart, leading to his valiant testimony here today. If you want to know whether I trust this man, then my answer is a resounding yes. In other words, because he's such a great researcher, his testimony is infallible. His own admission that he's not sure is somehow overlooked? Is that the sum of it? Because from here, it sounds like you're putting your faith in Shono-san's title, not his testimony today. The prosecution is not as easily swayed as you think. And you want to talk reputation? What of your client's history of domestic abuse?
Oh, er will auf die frühere Anzeige gegen Okubo eingehen. 6 years ago, the defendant broke his girlfriend's finger. The poor girl is still suffering from the effects. And the cause? A minor, drunken disagreement. Now, fast forward to what occurred a few days prior to the crime. Waku-san, suspecting the defendant of stealing his wallet, lashed out and punched the defendant in the face. Given the clearly violent nature of Okubo-san here, that alone would be motivation enough to murder the poor old... Is something wrong, ma'am? Please remain seated while court is in session. Hmm? Terasawa-san? Okubo-san is not a violent person. And he hasn't even had a drink in over 6 years. Not a single drop since the incident. My court will not stand for this commotion. He didn't blame Waku-san at all. He knew that the outburst was just caused by his dementia. That it was all the sickness's fault. So there was no reason for him to resort to murder. Terasawa-san, please. Okubo-san really is an incredible, caring person. Please leave this courtroom at once. You're right that he may be hard to approach, but he's a kind soul, and he always keeps his promises. Okubo-san's not the only person in this courtroom who would be affected by a guilty verdict, either. As a matter of fact, it would break my heart. And even through it all, he wanted me to keep this a secret, not to tell anyone, not even his lawyer, that we were dating. Even though he knew he could have ended up in prison, making sure I was safe was the only thing in the world he cared about. That's just who he is! But when the prosecution has already decided he's a criminal, how could he possibly be given a fair trial? Her little outburst wasn't technically admissible, but as the trial dragged on, it hung over the jury like a stone. And in the end, Shinpei Okubo was found not guilty. But only a month after his release, everything changed. The same girl who had so bravely proclaimed Okubo's innocence died by the man's own hand. Oha. Hi. Something wrong? No, it's nothing, Vice Minister. But... I haven't seen you in about 3 years, Kido-san. I see you're still the director. You look familiar, but I can't quite place the name. I seem to recall you looking sharper. I'm a detective based in Kamurocho now. The name's Yagami. Ah, I remember now. You're the reason Terasawa-kun's no longer with us. Remember, Shono? Okubo-san was unstoppable. If only my testimony had been better. Shono-san, right? Does it matter? What brings you here anyway? I'm investigating a murder, and I'll need your cooperation with it. Just like old times. Yes, I see. Yes. Thank you. It does seem we received a phone call from this Shintani-san you speak of. Do you know who he was calling? Dr. Shono. The same Shono-san you were just with? Mhm. Wieso sollte Shintani Shono anrufen? Yes. However, it's unclear as to what the point of the call was meant to be. Shono was away from his desk at the time, you see, and Shintani-san didn't leave a message. You have no idea what he wanted to talk about?
None. Shono says he doesn't know a Shintani-san, and sees no reason why he would be calling. Oh, really? Look, Shono and I co-authored the research paper on AD9. We're quite well known, as it turns out. Sometimes, complete strangers pretend to be close friends or relatives in order to contact us. Perhaps Shintani-san fell into that category. Have you heard of the mole murders taking place in Kamurocho, Dr. Kido? 3 Yakuza, each one with their eyes gouged out. It's a grisly business. Shintani was killed in the same way. I've seen the news. Can you think of anything tying the ADDC to those murders? Huh? Look, just what are you implying? Look, I believe we're done here. There's nothing I can help you with. Please stop! You can't! Who are you? Was macht er denn hier? Detective Kuroiwa, Kamuro Police, Organized Crime. One of your guests here has information related to the case I'm currently investigating. That would be you, Yagami. Hmm? I'd like to speak to you as a material witness to the murder of the lawyer Masamichi Shintani. Is that so? Eieieiei, das ist ja hier eine Wendung nach der anderen. Was bisher geschah? The mole's latest victim was the lawyer, Shintani. The last call he made brings the case that ruined Yagami 3 years ago back to the surface. A patient was taken from a hospital and found buried in the mountains. Yagami defended the suspect, Shinpei Okubo, and got an acquittal, but 1 month later, he murdered his girlfriend Emi Terasawa with a kitchen knife and burned the remains. Kapitel 6: Abgekatertes Spiel. Klingt nicht gut. I'd like to speak to you as a material witness to the murder of the lawyer Masamichi Shintani. Is that so? I'm Hoshino, an attorney at Genda Law Office. Officer, is this interview voluntary, or...? It is. It's your call, Yagami-san. I think I'll pass. Excuse me? You have your answer, sir. You can go now. You can make this easier if you come now. Next time, it won't be voluntary. Your empty threats don't mean much to a lawyer. Can you take this elsewhere? I really must be... Too bad he's not a lawyer anymore, then. Your friend's nothing now. Just come along quietly. I'll come back with a warrant if I have to. I'd like to see you try. Why do you suspect me anyway? I bet you don't even have a reason. I can come up with a few good ones. Enough! Get the hell out of my office. You'll regret this, Yagami. Kuroiwa-san. You two, out. Before we go, can we speak to Shono-san for a sec? We need to know why Shintani called him. Listen, I already told you he doesn't know. Get it through your skull. Now, please leave. No problem. We'll let you get back to work. This is really getting out of hand, don't you think? I can't believe that detective thinks you're a material witness. Yeah. I don't know what he's talking about. But what I'm more interested in is how he even knew where to find me. That's a good point. How would the police know we were here? Beats me. For now, let's focus on Shono, though. It would be a waste coming here and not talking to him. Agreed. Let's see if the receptionist can help us.
Junge, 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 Junge. Vor allem, dass jetzt auf einmal dieser Fall von vor 3 Jahren so damit connected ist zusammen. Krass. Die Frage ist halt nur, warum und inwiefern. Das gilt es herauszufinden. Can I help you? Actually, I've already been here. I was just with Director Keto, remember? Oh, of course. Did you forget something, sir? Well, not exactly. I'd actually like to speak to Shono-san, the 89 researcher. Where would I be able to find him? Let me see. That should be the research wing. I believe he's in the protein abnormalities lab. Probably need a gold keycard to get in there, huh? That's correct, sir. I should be able to lend you one with the director's approval, though. Just give me a moment to ask. Could you tell me your name, sir? Actually, never mind. Keto-san seemed pretty busy earlier. I'll try back later. Are you sure, sir? Good call. There's no chance Keto-san would let us in. At least now we know where Shono is. Der Forschungsflügel. Yeah. I wonder if there's a map around here somewhere. Suspicious. So, da ist der Forschungsflügel. This leads to the research wing. The receptionist said he would be in the protein abnormalities lab, right? Huh. Well, I guess that's not on this map. So, das hier Empfangshalle. Ach so. Suspicious. What the? Some kind of security gate, huh? The research wing must be just past there. Excuse me. Yes, ma'am? This is one of Shono-san's researchers. She was just about to return to the lab. Oh? My name's Hashimoto. I can show you into Dr. Shono's lab if you'd like. Einfach so? Are you sure? Of course. Great. We'll take you up on that. Wonderful. Hashimoto-san just happened to be passing through. Thank you. Right Ich I really weiß ja appreciate nicht. this, Hashimoto-san. I'm Yagami. And I'm Hoshino, from the Genda Law Office. Thank you for doing this. Oh, don't mention it. I'm glad to help a guest of Director Keto's. This place is so massive, you practically need a tour guide to get around. I hope you're okay with walking. Oh. Oh, können wir nicht so einen Golfkart So, nehmen? Hashimoto-san, what kind of work do you yourself do here? I'm part of the team developing 89. Dr. Shono is the head of that team, but I'm pretty new around here. Speaking of, what exactly does AD9 stand for? Well, the AD comes from the name of the center. The Advanced Drug Development Center, ADDC. And it's the 9th drug our department's developed. Oh, that was surprisingly easy. Und die fragen nicht mal nach, warum die jetzt mitnimmt? It'll be the first Das ist ja dementia-curing gute drug on the Security. market, right? Seems like it's really getting fast-tracked because of that. But there's a lot riding on this one, right? It could finally cure Alzheimer's disease. That's right. Do you know how many dementia patients there are in Japan alone? A couple 100,000 at least. Maybe even in the millions? Right. As of 2012, there were 4.62 million. That many? By 2025, that number will increase to at least 7 million. Potentially up to 13 million, including at-risk patients. That's 1 in every 9 people. Yikes. However, as a nation, we're already at capacity in caring for these patients. In many cases, people over 60 are stuck looking after their dementia-struck parents in their own homes. Worldwide, it's estimated there will be 135 million patients by the year 2050.
It's staggering. In other words, AD9 could save the world. This could be a real miracle. I gotta say, this is making me feel kind of bad about how we treated Kido-san back there. Director Kido will go down in history if we achieve this. A lot's changed in 3 years. The bastard's really made a name for himself. Be nice. Dr. Shono is right over there. Ein Tab 80. Well, if you'll excuse me. Freue mich auch schon drauf. Schön mit meinem Rollator über die Station. Und den Leuten noch schön die Chemo anhängen. That wird awesome. Yagami-san? But how did you get in here? Hey, calm down. I just want to talk. I can't do that. Kido-san doesn't know you're here, does he? Is there a problem? Oh, Ichinose-san. I've never heard you raise your voice, Shono-san. Aren't you the guy from the lobby? My name is Ichinose. I'm here from the Ministry of Health, offering political support to AD9's development. Stellvertretender Gesundheitsminister Kaoru Ichinose. Kido-san called you Vice Minister. I'm sorry, but I'm going to have to ask you to leave. Pretty lofty for a Vice Minister. You can boss scientists around, but I'm not biting. So I see. Shono-san, please. I just need a few minutes to talk. We'll leave right after we're done, promise. I already told you I can't. Not without Kido-san here. I need you to tell me, why did Shintani call you? Shintani? I've never heard that name in my life. This is important, Shono. You have to have some idea. Please, I don't. Now get out of here. I'm calling Director Kido. Do what you want. Just let me ask you one thing first. Weißt du von den Morden in Kamurocho? Hast du Angst vor dem Direktor? Bei ME9 ist eine Menge Geld im Spiel. Ich würde entweder sagen, das obere oder das rechte. Oder? Also meistens ist es ja so, dass bei sowas es immer am Ende ums Geld geht. Deshalb vertraue ich dem Geld. 89 is a pretty revolutionary drug, huh? I heard the Ministry of Health is even funding a new wing here. Sounds like there's a lot of money getting thrown around. And? You're sitting here knee-deep in government cash. Shintani tries to contact you, then he's found dead hours later. Pretty suspicious if you ask me. I already told you, I don't know who this Shintani even is. If you want to talk money, Kido-san's the one to ask. Now please, let me get back to work. Ich glaube, das war nicht richtig. What are you doing here? Kido-san. I believe I told you to leave. What about that didn't you understand? Ja, Moment, wir sollten nur aus seinem Büro raus. Call. About which I already said Shono doesn't know anything. And I needed to hear that from him, not you. Enough. Call security. We were just leaving. Come on, Hoshino-kun. I'll be filing a complaint with the Bar Association, under the Minister's name. The Minister of Health? That's right. Minister Kazami expects great things from AD9, and he won't tolerate distractions from your ilk. Soll er sich doch bei den Anwälten beschweren? Bin ja keiner mehr.
I feel like we came up empty-handed. Why would Shintani-sensei have called Shono-san? Yagami-san? That wasn't the first time I've heard about Minister Kazumi. Huh? When was it, though? Who was talking to me about the Ministry of Health? Boah. Das weiß ich nicht mehr. Oder? War es nicht... War es Genda mit dem Kühlschrank und dem Kuchen? Oh, weiß ich nicht mehr. Maybe it was Genda-sensei? I wouldn't even begin to know, but I know for sure I've never heard the two of you discuss anything like that in the office. In that case... Okay. Oder war eher das in der Bar? It must have been Ayabe, when we were drinking over at Tender. I definitely remember him mentioning Minister Kazumi. Ja, da kann ich mich nicht dran erinnern. About how the Kyorei clan ended up in Kamurocho. Apparently, they're being used as muscle for a construction company called the Kajihira Group. A while back, Chairman Kajihira himself was going around, laying the political groundwork for a Tokyo revamp project. And one of the people he met with was Naohisa Kazumi from the Ministry of Health. Huh. You'd think he'd go to the Ministry of Land, though. His project has nothing to do with health. What would he gain from meeting Kazumi? That's true. Do you think it has to do with our case somehow? Minister Kazamis Name taucht immer wieder auf. Ist das nur Zufall oder steckt mehr dahinter? I don't know. Depends on what the two of them were talking about. In that case, maybe our Kajihira expert can help us out with that. Who? Sugiura-san. He used to work for them, remember? Oh yeah. So, you want to know how Kajihira and Kazumi are connected? Yeah. Any way you can find that out? Not really sure, but I'll give it a shot. Thanks. You're still at the ADDC, yeah? Just give me some time. I'll call you if I find anything. Oh, Yagami-san. I'm gonna head back to the office. I just got an email from Saori-san. Apparently, a journalist named Hattori barged into the office. Says he wants to interview you. Me? It sounds like he's looking into Shintani-sensei's murder, too. Anyway, I'll go ahead and drive him off. You'll be Genda-sensei's ace attorney before you know it. Nah, I don't know if I'm ready for that. Honestly. Why? Too much responsibility for a guy my age, you know? I think I make a much better sidekick for now. Okay. But when that gets old? I don't know that it will. Being a professional sidekick for the rest of my life sounds okay to me. I'll see you later. Later. Schätze, ich habe Pause, bis Sugiura sich meldet. Okay, so, dann können wir jetzt erstmal hier ein bisschen was einkaufen gehen. Oder auch nicht. Wer ist er? Entschuldigung, haben Sie vielleicht kurz Zeit? Was gibt es? Ich möchte mich kurz einmal vorstellen. Mein Name ist Shin Fujimori. Haben Sie schon einmal daran gedacht zu investieren, mein Herr? Was kommt denn jetzt? Ich glaube, über sowas sollten Sie besser mit jemandem sprechen, der Geld hat. Nun, wenn ich von investieren spreche, braucht man dafür nicht viel Geld, nur ein Smartphone. Man kann über das Telefon Geld versenden. Ja, haben Sie schon mal von Crowdfunding gehört? Da sammeln Sie online Spenden aus aller Welt ein. Das ist in den letzten Jahren ein großer Trend geworden. Wow. Und um den Vorgang zu vereinfachen, haben wir eine App namens Quickstarter entwickelt.
Jetzt können Sie über Ihr Handy jederzeit Geld investieren und zwar so viel und an wen Sie wollen. Klingt wirklich einfach. Das Problem ist nur, dass man dafür trotzdem Geld braucht. Das stimmt. Deshalb nutzen Millionen von Leuten Quickstarter für Mikrotransaktionen. Schon kleine Beträge reichen. Und diese kleinen Spenden haben eine große Wirkung, denn in der Summe kommen Projekte so auf ihre Finanzierungsziele. Hat ein Projekt sein Ziel erreicht, erhalten alle Investoren Unterstützervorteile. Unterstützervorteile? Können Sie mir da mal ein Beispiel nennen? Sicher. Sie könnten zum Beispiel spezielle Produkte erhalten oder Sie bekommen Zugang zu einer brandneuen Einrichtung. Das klingt echt ziemlich cool. Ja, nicht wahr? Ich erzähle Ihnen mal was. Ich habe vor einiger Zeit eine Firma gegründet, bekam jedoch einfach kein Startkapital. Aber dann habe ich mich im Ausland bei einer Crowdfunding-Plattform angemeldet und hatte das Geld ganz schnell zusammen. Deshalb habe ich diese App entwickelt, um anderen Unternehmern auf der ganzen Welt zu helfen. Wow, Sie sind also der Chef einer Firma? Ja, aber die ist sehr klein. Keine große Sache also. Daher der will die Kohle haben. Wie dem auch sei. Was ich Ihnen eigentlich mit der Geschichte sagen wollte, probieren Sie Quickstarter doch mal aus. Ja. Okay, ich installiere die App zumindest mal. Ja, tun Sie das und lassen Sie mich wissen, wie sie Ihnen gefällt. Quickstarter wurde dem Pause-Menü hinzugefügt. Fällt mir rein, gibt's eigentlich eine Kickstarter-App? Jo. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich das immer über Desktop gemacht habe. Da können wir eigentlich auch demnächst mal wieder reinschauen, ob es was Neues zu unserem Adventure gibt, ne? Wo der Kapitän reingepayt hat. So, warte mal, dann gucken wir uns doch mal hier die App an. Quickstarter. Ein neues Projekt wurde ausgeschrieben. Uralte Texte entziffert. Versteckte Geheimnisse, mentale Stärke. Als ich nach dem Tod meines Vaters seinen Nachlass sortierte, stieß ich auf 2 uralte Manuskripte. Eins trägt den Titel Mentale Stärke. Der Rest ist nicht lesbar. Da Kryptologie-Experten teuer sind, brauche ich dringend Hilfe. Dice & Cube Strategietipps. Ah, okay. Erstklassige Darts. Ich glaube, hier würde ich reinpayen. Ich bin Fukushima, der Erfinder der Drückerbombe. Wow. Okay. Als Ein-Mann-Betrieb machen mir steigende Produktionskosten zu schaffen, aber mit eurer Hilfe kann ich eine neue Geschmacksrichtung entwickeln. Drückerbombe Spark Alpha. Let's go. Ah! Oh mein Gott. Nein. Boah, jetzt hätte ich beinahe mein ganzes Vermögen da reingepayt. 15.000. Ah, komm, da können wir machen. Ja, komm, wir können auch 100.000 machen. Das geht schon. Aber mehr nicht. Da muss jetzt mal jemand anders noch mitmachen. So, was haben wir hier? Hier, das wäre vielleicht manchmal gar nicht schlecht. Das wegrollen. Da gehen wir mal rein. Und dann noch so ein paar Ecksachen, oder? So, was nehmen wir? Dann nehmen wir noch den Fluxspalter.
Halte nach einer Schlagkombo Viereck gedrückt, um dein Chi zu sammeln. Lasse Viereck dann im richtigen Moment los, um es auf deinen Gegner loszulassen, nur im Tiger-Stil. Das ist ja gerade dann gegen die einzelnen Gegner, wo ich gerade auch noch Probleme habe. Ganz gut. So, hallo, ich würde gerne was kaufen. Davon 3. Und das war's. Dankeschön. Arigato. Bye bye. Ja. And stay down. So, was ist denn, wenn wir mal hier jetzt... Komm, wir spielen jetzt hier mal was im... Was spielen wir denn? Fighting Vipers? Oder Fantasy Zone? Oder Virtua Fighter 2 oder 5? Wir spielen... Fighting Vipers. Kenne ich nicht, glaube ich. Let's go. Insert Coin. Ja. So, wen haben wir denn? Grace, Bahn, Rexel, Tokyo, Sandman, Jane, Honey und Picky. Ja, Rexel. Let's go. Rexel. Round 1. Let the action begin. Go! Na, warte, Freundchen. Hat er mich verarscht. Easy peasy. Winner. Stage 2 gegen Grace. Okay, alles klar. Bam, direkt aufs Maul. Ich habe auch aufs Maul gekriegt. Die hat Inliner. Die in die Fresse zu kriegen, tun wir bestimmt weh. So. Nein! Das war so knapp. Oh. Round 2. Go! Hä? Wie block ich? Ich dachte nach hinten einfach. Das darf nicht wahr sein, Alter. Scheißspiel, ey. Oder Kacke, Alter. Hier. Fantasy Zone. Das ist viel besser. Warum habe ich das eigentlich vorhin nicht bekommen? So, bewegen. Schießen. Bombe.
Schnellfeuer. Turbobomben. Okay. What the... Was ist das denn für Riesennasen? Oh, ich muss die Coins einsammeln. Warte. Boah, das war knapp. Ey. Was ist das da unten für eine Anzeige? Boah. Oh! Hilfe! Ah, ich darf noch mal. Bombe trifft nicht. Aber wow, die Bomben sind ja richtig beschissen. Hier, Bombe. Bam, auf den Kopf. Easy. Was ist die was sagt mir die Anzeige denn da unten? Verstehe es nicht. Ach, da wo ich hinfahre. Ah, ich muss die Dinger hier kaputt machen. Jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich es verstanden. Easy. Jetzt auf die ganz andere Seite. Haha, was ein Manöver. Schön verarscht. Wow. Oh. Ja, ich sag's wie das ist nix. Hier, Scheißladen. Schwindelbude. Out of the way. Really, guys? Wir könnten theoretisch noch mal. So. Ach, ich muss hier unten hin. Ich dachte, ich muss einfach nur warten.
Da ist Kaito-san. Sieht aus, als wäre er mit einem Bekannten unterwegs. What's up? Hey Kaito-san, ein Freund von dir? Ja. Oh, hey Tak, das ist Adachi. Wir kennen uns schon seit der Mittelschule. Adachi, das ist Tak Yagami. Yagami, der Typ, von dem ich dir erzählt habe. Oh, wie er leibt und lebt. Kaito hört nie auf, von dir zu quatschen. Ich bin Hayato Adachi. Der Präsident und Direktor von Adachi Estate. Die Firma gehört dir? Ja, aber sie ist noch ziemlich klein. Wir haben jahrelang nicht miteinander geredet, aber neulich sind wir uns zufällig über den Weg gelaufen. Jetzt habe ich einen neuen Saufkumpan. Ich wollte euch schon früher bekannt machen, aber naja. Ach, kein Problem. Ja. Wir wollten uns gerade ein Bier genehmigen. Bist du dabei, Tak? Je mehr, desto besser, sage ich immer. Jetzt gleich? Kommt etwas plötzlich. Komm schon, du Nase, wir gehen ins Tender. Adachi war einer der klügsten Köpfe in der Schule, weißt du? Also ein Vorzeigeschüler, hm? Nee, er übertreibt. Ich hab gut abgeschnitten, aber ich war ein Rebell und hab mich ständig gestritten. Die Lehrer haben mich gehasst. Und jetzt weißt du, warum wir Freunde geworden sind. Adachi und ich haben zusammen immer die Ärsche von diesen Möchtegern-Gangs in der Nachbarschaft vermöbelt. Er hatte das Köpfchen, ich die Fäuste. Wir waren ein brandheißes Team, oder? Oh ja, alleine gefürchtet, zusammen unaufhaltsam. Wenn wir die Straßen unsicher gemacht haben, blieb kein Auge trocken. Kaito! Bis heute habe ich nie jemanden getroffen, den ich lieber im Team gehabt hätte als Kaito-san. Ja, das hört man natürlich gerne, aber so dick musst du nicht auftragen. Ach, natürlich. Außerdem hast du ja jetzt einen neuen Partner. Meinst du mich? Ja, Tak, mein Partner. Wir sind ein gutes Team, aber Partner? Was meinst du, Tak? Ich weiß nicht, ich habe dich immer als Kollegen gesehen, aber Partner funktioniert für mich auch. Yagami-san, ich falle nur ungern mit der Tür ins Haus, aber glaubst du, ich könnte mir Kaito eine Weile ausleihen? Oh, für einen Auftrag? Genau. Ich wollte dafür eigentlich in deinem Büro vorbeikommen, aber... Ach, hier passt's auch. Aber was will eine Immobilienfirma mit jemandem wie Kaito? Ha. Tja. Ich brauche einen Bodyguard. Oh. Was meinst du damit, Adachi? Man würde meinen, dass die Immobilienbranche so gefährlich sein kann. Man würde nicht meinen, dass die Immobilienbranche so gefährlich sein kann. Aber der Markt in Kamurocho zieht schon seit Jahren Problemfälle an und die hassen Neulinge wie mich. Wenn du von Problemfällen sprichst, meinst du dann Yakuza? Ja. Ein nie endender Kreislauf aus Fäden, Schutzgeldern und Abschreckungstaktiken. Und deshalb brauchst du einen Bodyguard? Ja. Aber nur, wenn es keine Umstände macht. Ihr könnt euch vor Aufträgen bestimmt kaum retten. Ja. Geht so. Ich habe volles Verständnis für deine Lage und wenn es für Kaito-san in Ordnung ist, keine Einwände. Klar, kein Ding, aber es gibt keinen Freundschaftsrabatt, Adachi. Natürlich. Wir hören sich 80.000 pro Tag an, Yagami-san. Ja. Keine Einwände. Wunderbar. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass ihr so flexibel seid. Kaito! Und Kaito, wie sieht's aus, sieht aus, als würden wir wieder als Team unterwegs sein, Ich freue mich schon drauf, Partner. Ja? Das weckt Erinnerungen. Schön dabei zu sein. Wunderbar. Kaito-san scheint die Zeit mit seinem alten Kumpel zu genießen. Hayato Adachi, müsste die Visitenkarte seiner Firma in meiner Fallakte haben. Bekomme ich an die Adresse. Vielleicht sollte ich mal nach ihm sehen. So, melde dich bei Kaito. Erstmal hier die ganzen Updates wegmachen. Tenkaichi Alley, Yoshikawa Gebäude, 2. Etage.
Da. Combine Wife. Irgendwo hier. Melde dich bei Kaito, oder muss ich ihn einfach anrufen? Kann ich das überhaupt? Nachrichten. Nö. Guck mal ganz kurz, ob ich da vielleicht reinzoomen müsste. So habe ich, glaube ich, schon gemacht, ne? So, das hier ist die Straße, glaube ich, ne? Ja. So, Yoshikawa-Gebäude. Was ist denn mit ihm? Er chillt erstmal eine Runde auf dem Boden. Okay, ist das hier falsch oder was? Tenkaichi Alley. Ah, falsch geguckt. So, die ist hier. Ach, guck mal, da steht er doch schon. Hat wieder welche zusammengeschlagen. Ja, natürlich ist das passiert. Verschwindet endlich. Und da ist Kaito-san wieder und tut, was er am besten kann. Ist dieser Typ in dem komischen Hemd ein Yakuza oder so? Vermutlich. Adachi ist total zwielichtig. Würde mich nicht wundern, wenn er Yakuza anheuern würde. Zwielichtig? Was meinst du damit? Hast du die Gerüchte nicht gehört? Angeblich endet jede Verhandlung mit seinem Büro in einer Drohung. Autsch, so ein Gerücht kann ich nicht einfach ignorieren. Tag. Jo, Tag, was gibt's? Haben diese beiden Typen Mist über mich erzählt? Hey. Sie mochten nur dein Hemd nicht. Wie dem auch sei, wie läuft der Job, Kaito-san? Willst du dich aus allem Ärger raus? Ja, warum fragst du? Willst du etwa sagen, dass ich Ärger mache? Nein, nein, ich habe nur diese Gerüchte gehört. Kaito! Das wäre alles für heute, Kaito. Was meinst du, auf ein paar Bier? Oh, Yagami-san, du hättest mir sagen sollen, dass du vorbeikommst. Hey, komm, Kaito. Wie hört sich das Tender für dich an? Klar, ich will nur erst irgendwas essen, bin am Verhungern. Diese Gerüchte lassen mich einfach nicht los. Vermutlich steckt nichts dahinter, aber ich sollte ihnen trotzdem nachgehen. Vielleicht finde ich was raus, wenn ich mich an den Hangout-Spots in der Gegend umhöre. Hangout-Spots in der Gegend. Also hier zum Beispiel. Okay, das scheint hier kein Hangout-Spot zu sein. Entschuldigung.
Es wird bloß nicht frech. Wie wäre es, wenn du mal ein bisschen Respekt zeigst? Respekt dafür, dass ihr mich abzocken wollt? Ich zeige euch Respekt, wenn ihr eure Schulden begleicht. Wie wäre das? Pff. Glaubst du, die Cahin-Gang hat ihr irgendwelche wohltätigen Spenden zu verteilen? Schon wieder diese Spinner von der Cahin-Gang. Die machen echt überall Probleme, oder? Einmischen, let's go. Ich kann das nicht einfach ignorieren, ich muss mich einmischen. Hey! Oh, du bist... Was machst du denn hier? Hey. Ihr zahlt nicht nur eure Schulden nicht zurück, ihr wollt auch noch euren Gläubiger angreifen. Ihr seid echt das Letzte. Oh, tut dir der Typ etwa leid? Wie wäre es, wenn ich dich dann statt ihm bestrafe? You asked for it. Try it. Bist du in Ordnung? Ja, dank dir. Ich vermute, du kennst diese Penner bereits. Könnte man sagen, sie mögen mich aus verschiedenen Gründen nicht besonders. Das klingt irgendwie unschön. Seht ihr, ich wusste doch, dass ihr das Geld habt. Also dann mal her damit. Hoffentlich erstickst du dran, du Bastard. So, das war erledigt. Wir haben uns, glaube ich, noch gar nicht richtig vorgestellt, oder? This is Yagami. Nein, ich bin Takayuki Yagami. Ich arbeite als Detektiv in Kamurocho. Ein Detektiv? Interessant. Ich bin Katsufumi Kamaguchi, der Chef von Turtle Financing. Mein Büro ist hier in diesem Gebäude im 2. Stock. Kurz gesagt, ich bin Schuldeneintreiber. Und du wolltest ausgerechnet bei der Cahin Gang Schulden eintreiben. Ja, hätte wissen müssen, dass sie nicht zahlen wollen. Ist auch nicht das erste Mal, dass sie mich angegriffen haben. Dreckige Bastarde. Die glauben auch, sie können machen, was sie wollen. Echt unmöglich. Ja, die sind mindestens genauso lästig wie die Yakuza. Du solltest wissen, dass diese Trottel nicht die einzigen waren, denen ich Geld geliehen habe. Ich habe auch mit einigen ihrer Anführer Geschäfte gemacht. Anführer? Und mit wem genau? Kenta Kasai und Renji Honda. Sie schulden mir 800.000 Yen. Jeder von ihnen. Moment, du hast denen Geld geliehen? Mann, du solltest echt nicht so leichtgläubig sein. Ach was. Sag mal, Yagami-san, du bist doch gut darin, Leute aufzuspüren, oder? Du bist ja schließlich Detektiv. Ja. Ah, naja, das gehört zum Job, ja. Und was ich so bisher gesehen habe, bist du auch in einem Kampf zu gebrauchen. Könntest du diese beiden Volltrottel für mich aufspüren und mir mein Geld besorgen? Was, willst du wirklich, dass ich das erledige? Ja, ich bezahle dich dafür natürlich. Ich habe sowieso ständig mit ihnen Ärger. Okay, ich denke, ich kann deinen Fall übernehmen. Super, du tust mir damit echt einen Riesengefallen. Wir reden hier von der Cahin Gang. Selbst wenn ich sie ignoriere, drängen sie sich in mein Leben. Ich schätze, ich muss jetzt einfach zu Kamaguchi-san schleifen, wenn sie ihre hässlichen Visagen zeigen. Oh, ist schon verdammt spät. Ich muss dringend wieder ins Büro. Wir sehen uns. Tja, das war jetzt aber keine große Info hier, ne? Okay, wo ist denn das Tender nochmal? War das nicht... Hier unten irgendwo? Scheiße, ich habe vergessen, wo das war. Club Amour.
Anwaltskanzlei. Game Center. Scheiße. Ich hab vergessen, wo das ist. Wo das war. Über Nakamichi Street. Nakamichi Alley. Ein roter Marker. Da! Alter, guck mal, Der Paperino, der kennt sich hier schon viel besser aus als ich. Ist ja krass. And stay down. Hey. Hey Barkeeper, kommt Kaito-san in letzter Zeit oft hierher? Ja, scheint als hätte er einen neuen Kumpel. Ja, die beiden kennen sich schon lange. Sein Kumpel heißt Adachi. Er schmeißt ein Immobiliengeschäft, Adachi Estate. Moment, Adachi Estate? Sicher, dass das derselbe Typ ist? Ja, warum? Hab nur Schlechtes über ihn gehört. Offenbar droht er seinen Verkäufern schlimmer als die Yakuza. Was, wirklich? Ja, Mann. Einschüchterung, Belästigung. Er benutzt schmutzige Tricks. Hat sogar mal einen seiner Anschaffungstypen hergeschickt. Hat sich angefühlt, als würde man mit einem Yakuza reden. Oh Mann. Und Kaito-san tut sich wirklich mit diesem Typen zusammen? Wird das gut gehen? Das frage ich mich auch. Ich sollte mit ihm reden. Hello? Hallo, Kaito-san? Wo bist du gerade? In Adachis Büro. Was gibt's? Da ist was, das ich dir erzählen muss. Ich komme zu dir. Ach ja? Dann warte ich einfach hier auf dich. Wieso habe ich denn gedacht, die Bar wäre in so einer Nische? Huch, da war er. Tag. Also, Tag, worum geht's? Omadachi-san, wo ist er? Er ist zum Abendessen im Kanrai und ich treffe ihn später da. Warum? Willst du, dass er es auch hört? Nope. Nein, ich glaube, es ist besser, wenn er das nicht mitkriegt. Hm? Ich habe einige bedenkliche Sachen über Adachi-san gehört und wollte sicher gehen, dass du davon weißt. Bedenklich? Was meinst du? Ich will ihm da wirklich nichts anhängen, aber die Leute reden davon, dass seine Firma schmutzige Geschäfte macht. Einige meinen, dass dagegen sogar Yakuza nett aussehen. Ich will nur, dass du vorsichtig bist. Du bist den ganzen Weg hierher gekommen, um mir das zu sagen, Tak? Ja, so ungefähr, um sicher zu gehen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Ich kenne den Typen länger als dich. Die anderen können sagen, was sie wollen. Ich vertraue meinen Instinkten, meine Entscheidung. Das stimmt, aber trotzdem... Du musst deine Nase nicht immer in meine Angelegenheiten stecken. Hast du keine eigenen Probleme, um die du dich kümmern kannst? Du hast recht. Das mache ich dann besser. Ja, und mach dir nicht so viele Sorgen um mich. Man sieht sich. Kaito-san hat schon recht, aber das ändert nichts daran, dass ich mir Sorgen mache. Adachi ist im Kanrai zu Abend. Vielleicht sollte ich mir das ansehen. Und wie hell ist das denn hier, wenn das schon Abendessen ist? Wobei, die haben ja gesagt, es sei ja Winter, ne? Es sei ja nicht Sommer. Ich weiß auch nicht, wie das da
da drüben dann ist so. Ob die auch so lange Sommerabende haben oder nicht. Oder Winterabende oder was auch immer. I don't know. So, dann wollen wir doch mal sehen. Sieht auf jeden Fall nach was Feinerem aus hier. Da ist er. Sein Freund da sieht ziemlich übel aus. Vielleicht kann ich näher rankommen, ohne dass sie mich bemerken. Was gibt's denn hier so? Gesalzene Rinderzunge. Ausgezeichnete gesalzene Rinderzunge. Galbi. Verlockende Rippchen mit einem rauchigen Barbecue-Geschmack. Ausgezeichnetes Galbi. Lendensteak. Ausgezeichnetes Lendensteak. Mit Umami-Geschmack. Harami. Kronfleischsteak. Mhm. Ausgezeichnetes Harami. Barbecue-Kutteln. Manche sagen, dass diese Rinderinnereien stark verbrannt sein müssen, um wirklich gut zu schmecken. Meeresfrüchteteller. Shrimps, Jakobsmuscheln und Tintenfisch. Kimchi-Kombo. Chinakohl, Gurken, japanischer Rettich. Bibimbap. Oh, Bibimbap kenne ich. Warte mal, warte. Es gibt Sambap und Bibimbap. Und Sambap ist gerollter Reis. Gerollt? Aus Sambap, dann nimmt man so ein Salatblatt, macht da ein bisschen Reis rein, so. Dann ein bisschen Beef mit Sojasauce und Bohnenpaste. Und dann rollt man das so wie so ein Döner. Und Bibimbap ist Mixed Rice, glaube ich, einfach nur. So, haben wir jetzt auch wieder was gelernt hier. Scharfe Rindersuppe gibt es auch noch. Gegrillter Knoblauch. Hat einfach so Knoblauchzehen. Ja, das denke ich mir immer. Jeden Abend so. Einfach mal ein kleines Schüsselchen. So, aber ich brauche nichts. Ach so, warte mal, vielleicht muss ich doch was. Ich bestelle mir mal Bibimbap. So, jetzt bin ich ja näher dran, theoretisch. Good stuff. Back to it. Okay, das zählt aber nicht. Kann ich dir helfen, Kumpel? Oh nein, entschuldige. Dieser Host hat bestimmt einen harten Arbeitstag hinter sich. Ich sollte ihn nicht stören. Mr. Dachi-san erkennt mich. Wenn ich zu nah rangehe, wird er vorsichtig. Aber was kann ich tun? Ja, was kann ich denn tun? Okay, Drohne fliegen kann ich ja auch nicht. Einfach mal Foto machen.
Was kann ich denn machen? Hinsetzen kann ich mich auch nicht. Ach! Ja, logisch. Das natürlich. Doch klar. Nicht zu erkennen. Ich will dieses Land und es juckt mich nicht, was du dafür tun musst. Halt die Ushimata-Familie da raus, verstanden? Du zweifelst an mir? Ich habe mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen, weißt du? Ich habe sogar Kaito angeheuert. Hol ich wie ein Panzer und dumm wie 3 Meter Feldweg. Keine Sorge, ich tue alles, um sie auszuschalten. Das Hauptproblem ist, dass der Vermieter wahrscheinlich stur bleiben wird. Dafür habe ich schon einen Plan. Schau dir das an. Ein Mädchen? Süß. Aber was hat die mit der Sache zu tun? Die Tochter des Vermieters. Gerade ins erste Semester gekommen. Wohnt jetzt alleine und so. Ich habe ihre Adresse schon. Ich kann ihr nicht folgen. Sagen wir einfach, ich habe ein paar hungrige Jungs an der Leine und in einer Verhandlung zählt ein Foto mehr als Worte. Niemand von uns will, dass ihre verlorene Unschuld durch die sozialen Medien geht. Das sieht er sicher genauso. Heilige Scheiße, Adachi. Gegen dich sind Yakuza echt gar nichts. Gut, das war's erstmal. Ich treffe mich gleich mit Kaito und das hier ist zu brisant für seine Ohren. Okay, unsere Zukunft liegt in deinen Händen. Mach was draus. Adachi ist ein Monster und Kaito fällt auf ihn rein. Kaito-san ist auf dem Weg ins Kanrai. Muss ihm davon erzählen. Hey. Kaito-san, hast du kurz Zeit? Ja. Was denn jetzt schon wieder, Tak? Kaito! Jo, Kaito, ich hab dich noch nicht warten lassen, oder? Oh, Yagami-san? Perfektes Timing. Ich glaube, wir müssen über ein paar Dinge Klartext reden. Jo. Tak, was soll das alles? Die Gerüchte über Adachi-san haben gestimmt, Kaito-san. Dieser Typ ist Abschaum. Habe ich dir nicht gesagt, dass du nicht mehr davon anfangen sollst, Tak? Das hast du. Aber nur, weil ihr zwei euch schon lange kennt. Aber er ist nicht mehr der Alte. Yagami-san, wovon redest du? Stell dich nicht dumm. Ich habe deine ganze Unterhaltung im Kanrai mitbekommen. Du hast es auf ein Grundstück abgesehen und würdest deine Schläge auf die Tochter des Besitzers hetzen, um es zu kriegen. Nicht nur das. Du würdest auch die Vergewaltigung aufnehmen und das als Druckmittel gegen ihn benutzen. Ich denke, ich habe genug gehört. Wow, das ist hart. Wechselst du da vielleicht irgendwas? Nein, da verwechsle ich überhaupt nichts. Sogar Kaito-san ist nur ein Handlanger in deinen Plänen. Ja je. Das klingt aber beunruhigend, oder? Ich glaube, Yagami-san liegt total daneben. Aber Kaito, du kennst mich doch, oder? Glaubst du, dass ich zu so schrecklichen Dingen fähig bin? Kaito, vertrau mir. Komm mit und ich werde es dir beweisen. Okay. Ich wollte den Job, also werde ich mein Wort jetzt nicht brechen. Dein Wort, Kaito-san? Tak. Sorry, Tak. Aber ich habe dir gesagt, dass du dich da raushalten sollst. Der Rest ist mein Problem. Ach, ist das so? Kaito! Sind wir hier fertig? Wir müssen los, Kaito. Klar. Er benutzt dich, Kaito-san. Ich lasse nicht zu, dass er dich mit in den Abgrund reißt. Hast du mir nicht zugehört, Tak? Ich habe gesagt, dass du dich da raushalten sollst. Das werde ich verdammt nochmal nicht. Ich kenne die Wahrheit und kann das nicht länger ignorieren. Und ich sage dir, ich brauche deine Hilfe nicht. Komm schon, Kaito-san. Also, bist du bereit, so weit zu gehen, um mich aufzuhalten? Ja. Oh ja. Ich werde dir den Hinter versohlen, wenn ich muss. Das würde ich nicht versuchen. Wann hast du mich das letzte Mal in einem Kampf geschlagen? Ach ja. Wie? Ja, früher hatte ich nie eine Chance gegen dich, aber diesmal kämpfe ich für eine gute Sache. Und ich werde nicht verlieren. Ha. Na schön. Eine große Klappe hast du jedenfalls. Aber wenn du dich mir in den Weg stellst, dann räume ich dich vom Tisch. Und das wird wehtun. Ja. Das will ich sehen. Ich verpasse deinem Arsch eine Abreibung auf die eine oder andere Art. Ich werde mich nicht zurückhalten, Tak. Oh Mann, ey.
kann ja was werden jetzt. Oh, habe ich den nicht mehr? Doch, da. Bam! Penner. Seit wann weißt du, wie man zuschlägt, Tuck? Ah, hab das wohl so nebenbei aufgeschnappt. Konnte ich dir wenigstens Vernunft ins Hirn prügeln? Ich hätte das auch ohne dich schaffen können, du Idiot. Ich habe von Anfang an klar gesehen. Du raffst es immer noch nicht, Kaito-san. Was muss ich denn noch tun? Mir fallen keine Alternativen mehr ein, wie ich es dir beibringen soll. Warum vertraust du mir nicht? Ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Tuck, hör zu. Wirklich, Kaito, Schluss jetzt. Du kannst mich nicht beschützen, wenn du dermaßen verletzt bist. Tut mir leid, Adachi. Sieht aus, als könnte ich doch nicht mitkommen. Was? Dieser Sturkopf wird mich nicht gehen lassen. Wenn du willst, dass ich mitkomme, musst du Tuck hier und jetzt seine Unschuld beweisen. Unschuld? Was denn? Bin ich jetzt automatisch schuldig? Du glaubst mir also nicht? Ehrlich gesagt kann ich nicht behaupten, dass ich das tue. Seit wir uns getroffen haben, hast du eine Menge verstörenden Scheiß von dir gegeben. Wie zum Beispiel? Komm schon, wir waren öfter zusammen ein Heben. Da sind dir etliche krumme Dinger rausgerutscht. Ich hab Tag nicht gebraucht, um zu merken, dass du dich ganz schön verändert hast. Du hast ihn die ganze Zeit verdächtig, Kaito-san? Warum hast du mir dann... Ich hätte es trotzdem gerne selbst gesehen, Tuck. Deshalb habe ich den Job angenommen, um es mit eigenen Augen sehen zu können. Warum sagst du das nicht direkt? Hä? Und wenn er in meiner Nähe irgendeinen Scheiß abgezogen hätte, hätte ich ihn aufgehalten und ihm den Arsch versohlt. Ich dachte, dass ich ihn vielleicht überzeugen kann, damit aufzuhören. Was zur Hölle? Das hättest du doch einfach sagen können. Ich habe versucht, dir zu sagen, dass das mein Problem ist, aber nein, du musstest ja deine Nase reinstecken. Ja. Also, Adachi, raus mit der Sprache. Hast du irgendwas zu sagen, das Tucks Geschichte widerspricht? Ha. Ich verstehe schon, was hier läuft. Wie schön, dass man Freunde hat, nicht? Und du hast versucht, mir zu helfen. Wie rührend. Darf ich das als ein Nein verstehen? Kaito! Weißt du was, Kaito? Du gehst mir auf den Sack. Du hast noch nie verstanden, wo du hingehörst. Ein Idiot wie du sollte einfach Anweisungen befolgen und nicht selber nachdenken. Ich habe Arbeit für euch, Jungs. Ihr wisst beide zu viel. Da bleibt mir keine Wahl. Hast du einen Plan, Kaito-san? Ich kann nicht fassen, dass ich diesen Typen das mit mir habe machen lassen. Du hast später noch Zeit für Grübeleien, Kaito-san. Aber wir können das hier gerne gemeinsam zu Ende bringen. Jetzt. Ja, sorry, aber ich glaube, ich brauche hier deine Hilfe. Super. Dann ist jetzt Zeit für das übliche Gekloppe. Kaito! Wir hatten unseren Spaß, Kaito. Aber was soll ich sagen? Du hast unsere Freundschaft einfach ruiniert. Must we?
Ich muss mich auf jeden Fall erstmal heilen. Jetzt aber. Hey, komm schon, Kaito. Reden wir noch mal darüber. Ich habe bald einen netten Haufen Kohle zur Verfügung. Du kriegst was davon ab und wir sind doch Freunde, oder? Wir könnten immer noch Partner sein. Ich glaube, das ist ein Nein. Geh mir aus den Augen, Adachi. Wenn ich deine Fresse noch mal sehe, schlage ich sie dir ein. Kaito. Hey. Sicher, dass es eine gute Idee war, ihn gehen zu lassen, Kaito-san? Ja, niemand kann ihn vor der Schwere seiner eigenen Taten retten. Was mich angeht, keine Ahnung, warum ich nach einem Partner gesucht habe. Ich hatte die ganze Zeit schon einen. Hm? Partner, was? Tak. Tak. Ich habe dir mehr zu verdanken als jedem anderen. Also lass mich nicht hängen. Werde ich nicht, Kaito-san. Soll ich dich trösten? Ha, nein, verdammt. Das ist nicht so unser Ding. Verdammt, zu viele Hintern versohlt für heute. Ich hau mich erstmal aufs Ohr. Bis später. Gut, sich auf dich verlassen zu können, Kaito-san. Yagami-san, it's Sugiura. Want to meet up and talk Kachihira? Heard of a place called Koi Bride? Unfortunately, yeah. How do y'all know this place? Just gotta have connections. Anyway, I'll see you there. Okay, jetzt wieder in den Puff. Ab in den Puff. Und vielleicht... Ja, scheiße. Ach nee, gar nicht in den Puff, ins Casino. Stimmt, Koi Bride. Das andere war was? Wie hieß das andere? Ach, habe ich vergessen. What a waste. Wie ist denn der... Achso, jetzt kann ich hier natürlich nicht mehr... Nee. Egal. You got here faster than I thought you would, Yagami-san. Well, how'd it go? Find anything between Kajihira and Kazumi? Just a couple of rumors, really. Then what's with that grin? Fine. You got me. You know that meeting they had? Turns out it was about the ADDC. What? Mm-hmm. For years now, the Kajihira group has been secretly planning an absolutely massive redevelopment project. And where were they planning it?
this plot of land right here. That's the ADDC. Yep, the area around it too. To be precise, Kajihira wanted all the land belonging to the Medical Institute, which, as you know, is managed by none other than the Ministry of Health. Für das Umgestaltungsprojekt von Kajihira braucht die Firma also Grundstücke des Gesundheitsministeriums. That explains why Kajihira needed to talk to Minister Kazami. If they want to go forward with the redevelopment, they'll have to shut the Institute down, including the ADDC. But is getting just one bigwig on board with the project enough? It is in this case. Apparently, Kazami was already planning to shut the center down. Huh? See, the Institute was created with the goal of addressing Japan's aging population problem. Too many seniors, not enough babies, all that. But for the past 10 years, the money's been going into a black hole. People even call it a tax scam. I mean, they're not wrong. Management's just a bunch of crusty government types. I see. So if the Minister of Health says the time's up... Bye-bye, ADDC. Hello, giant plot of land. Wouldn't that reflect poorly on Kazami, though? Maybe, but I doubt he'd mind so long as he got a nice kickback from it. And that's exactly what Kajihira put on the table. I'm sure it was enough to cover the damage. A big old bribe, basically. On top of that, Kajihira bought up all the land around the center years back to avoid rising prices. Brauchte also nur noch das Okay vom Gesundheitsministerium. They're not even trying to hide it. Yep, but as luck would have it, it just wasn't meant to be. One day, Kajihira's redevelopment project suddenly got flushed down the drain. Something happened preventing the ADDC from closing. And it's all thanks to this guy. Keto and his 89 research. Yeah, you don't just shut down a dementia drug that could change the world. So Kazumi started singing 89's praises to anyone who'd listen. And you know how it ends. The ADDC stayed in business, the money kept flowing, the research kept going. Kazumi brushed the whole deal under the rug. And pulled it right out from under Kajihira. Yep. Guy must have lost billions in the process. Wonder what that feels like. I'd guess he's not too happy with his 89 business. Right. How'd you get all this anyway? I literally asked you today. You want to look behind the curtain, huh? What? It's not that impressive. It was all published online last year. It was a pretty gripping article, but they couldn't substantiate their claims. Everyone wrote it off as tabloid nonsense. I think they might have been right. Why? The piece is by Ko Hattori. And he's an asshole. You know him? Yeah, we go back. And apparently he stormed Genda's office today looking for an interview. Huh? Doesn't that mean you can ask him yourself? You better get a move on. I guess I'll have to. Kajihira hat wegen dieser MMEZ-Geschichte eine Menge Geld verloren. Aber hat das irgendwas mit den Morden an Shintani und diesen Kyorei-Typen zu tun? Das gilt es herauszufinden. Aber ob der jetzt noch da ist? Ist ja jetzt schon eine Ewigkeit her, dass er das Büro gestürmt hat. Oh, hey, Yagami-san. Is Hattori still here? Ist nicht mehr da. No, he actually left a while ago. Oh yeah? You really did scare him off then, huh? More like he couldn't handle Saori-san staring into his soul. Who can? By the way, Mafuyu. I came to offer condolences for Shintani-sensei. That's not the only reason. Tell Yagami-san straight.
Na dann erzähl mal, warum bist du hier? Something you needed to say? Yes. Well, Izumida wants to take you in, Yakume-kun, for Shintani-sensei's murder. Does he? A detective by the name of Kuroiwa said I was a material witness, too. What is going on, Yakume-kun? Hey, I could ask you the same thing. Just to be sure, you didn't do it, did you? Me? Kill Shintani? Yes. Of course I didn't. How could you even ask? I'm a prosecutor, remember? Doubting people is my job. So, why does Izumida suspect me? Does he even have anything to go on? I'm not sure. They're leaving me out of the loop on purpose, I think. But even Morita-san suspects you. They really don't like me, huh? I don't think they can charge you with a murder on the grounds of not liking you, Yakume-kun. Well, either way, I'm glad you didn't kill anyone. But if anything comes up, feel free to get in touch. If it's within my power, I'll do what I can to help. Thanks, Mafuyu. See you later. Say goodbye again to Sensei for me. Did Sugiura-san end up finding anything? What's the latest? He did. Apparently, Kazuhiro was trying to get Kazumi to close down the ADDC. Wait. What? He wanted to use the center's land for his redevelopment project. But then the AD9 research came out and threw a wrench into things. Kazuhiro lost a lot of money. Wait a second. That means he's connected directly to the ADDC. According to Hattori's article, at least. Hattori-san wrote about it? That's why I stopped by. I wanted to ask him about it in person. So he hangs around when you don't want him, and then when you need him, he's nowhere in sight. That guy's the worst, seriously. Telephone. Hello? Yakume-san, it's Sugiura. Did a woman just leave that office you hang around in? Hmm? Oh, you must mean Mafuyu. Oh, I didn't know her name. She's pretty, though. Wait, does that mean you've been following me? I'll tell you later. I'd worry more about all the Yakuza tailing Mafuyu-san. Huh? Yeah, it's like 4 Yakuza. Maybe more. What should I do? We should do something, right? I'll be right there. Where are you? Head straight to Theater Square once you're down. And be quick about it, yeah? I can't take them all by myself, Yakume-san. Oha. Aber warum? You coming, Warum sie jetzt? Yakume-san? Where are you? I just left Genda's office. How's Mafuyu? Fine for now. But maybe not much longer. Those Yakuza are getting closer by the minute. You've got to hurry, Yakume-san. She's just about to cross Theater Square. Ich dachte 4. Das sind 5. Are you there, Yakume-san? Mafuyu just went left on Theater Avenue. Got it, thanks. She's got even more Yakuza on her tail now. It's way more than 4 by my count. Are they on her about some Yakuza-related case? What family are they from? I haven't figured that out. Better just to get over to her quick. Yo, road's closed, pal. You're Yagami, yeah? I don't have time for this. Afraid that's not your call. We've got an appointment with the lady prosecutor, you see. What? You heard me, asshole. Now step the fuck back, or else! Na dann or else.
Damn it. Who are you? And why are you following Mafuyu? Don't think we're giving up that easy. Yo, need a hand talk? Kaito-san. I'm kind of bummed you started the party without me, man. I'm raring to go. What the hell? Not a second too late. Mind taking care of these guys? I gotta get after Mafuyu. Mafuyu-chan? She's not in trouble, is she? Handle it, please. See ya. I get it. You guys are tailing Mafuyu-chan. I can't exactly let that kind of shit slide, assholes. Ugh, son of a bitch. Can you hear me, Yagami-san? Are you still coming? I'm coming. How's Mafuyu? I don't know if I can take him on my own. Got it. I'm turning onto Nakamichi Street now. Hurry, okay? Bin ja schon Watch your unterwegs. back, Yagami-san. Looks like the Yakuza are onto you. Huh? All 4 of them are heading your way. Got it. Keep an eye on Mafuyu for me. Okay, und die nächsten. Oh, alle 3 down. Easy. Ja, kein Problem. Yeah, so was I. Right. Oh. Oh. Hey! What are you? Let go! Get off me! Let me go! Shut up! Get back. Why? Let's go! Huh? Hold on a minute. Yagami, you're going down! Ich hoffe nicht. So, der ist schon mal weg. Ach, da kommt noch mehr. Ja klar. Mal kurz heilen. Ach scheiße, ich habe gar nichts mehr, ne? Ein bisschen was habe ich noch. Aber ich habe ja gar nichts nachgekauft. War nicht so schlau. Der war neu. Nein! Oh, ich wollte mich gerade heilen. Oh, damn it. Ah, das war ja schön blöd jetzt, ey. Fuck.
Ganz kurz auf. Kleinen Moment. So. Vielleicht kann ich ja noch schnell was skillen. Ja, der hier funktioniert irgendwie gar nicht. Nach einer Schlagkombo. Ja, keine Ahnung, wann die endet. Okay. Let's go. Boah. Quatsch. Jetzt habe ich euch, ihr Penner. Yes, Baggos. Warum wollten die jetzt entführen? You okay? Yeah, I think so. Who were they? Not a clue. I'm only here because a friend tipped me off. Kaito-san helped too. Don't forget to thank him later.
don't understand, though. Why would the Yakuza come after me? Sorry, give me a second. Are you okay, Yagami-san? How's your friend? She's okay, thanks to you, Sekira. Glad to hear it. By the way, I'm tailing that van that tried to nab her. Great. We'll need to figure out where it was going. Right. Hello, Izumida-san? This is Fuji. Oh yeah, Yagami-san. Those Yakuza were Kyorei. I recognized a few of them from KJR. Why would the Kyorei go after Mafuyu? We might be better off asking them that in person. Think you can head over now? No, I need to make sure Mafuyu gets home safe first. I'll call you later. I'll be fine. Don't worry. Izumida-san says he'll send some officers over for me. The Kyorei clan is a Kansai-based group, yes? They're the ones who were harassing me? Looks like it. As for why... I think it was probably to get to me. Huh? I got kinda... involved with the Kyorei clan. That's gotta have something to do with this. What are you doing messing with Yakuza? What is it? I saw them hit you earlier. Are you hurt? No. I'm gonna make sure this never happens again. I'll sort this out with those Kyorei guys. You can't. That's not safe. Don't worry about me, okay? I'll stay far away from Kamurocho for a while. In fact, maybe you should come with me, Yagami-kun. Lay low for a while. Your carriage awaits. You gonna be okay? I'm sorry, but I can't leave now. Not yet. Why, though? It looks like the killer we're after now is somehow connected to the murder 3 years ago. That would mean... the Shinpei Okubo case? Yeah. Right before Shintani was killed, he tried to contact a researcher named Shono at the ADDC. The same Shono who testified against Okubo in the trial. That's all you have? I'm still trying to piece everything together. But I have to keep going until this puzzle is solved. You know, it's been 3 years since I've seen you this worked up. It's kind of refreshing, actually. Huh? You just look so... alive. Maybe I am. See you later. Hello? Hey, it's Yagami. I'm free now. Where are you? Turns out the van never even left Kamurocho. They all got out at some sketchy cabaret. Place called Honmaruen on Park Boulevard. Honmaruen? Kaito-san's heading over too. Gotcha. I'll be there ASAP. Von wem ist das? Yagami-san, komm schnell. Ein Anführer der Keihin-Gang ist hinter dir her und hat einen Freund von mir schwer verletzt. Oder geht mir hart auf den Sack. Er hat seine Männer mitgebracht, also sei bitte vorsichtig, aber ich glaube an dich, du kannst uns retten. Mist, was soll ich jetzt machen? Gar nichts. Wir ignorieren das. So, ich brauche auf jeden Fall mal hier so einen Popo-Shop. Guten Tag. Ich brauche was zu heilen. Oh, danke auch. So, und dann hätte ich gerne noch ein Restaurant. Da ist eins.
So, guten Tag. Ich hätte gerne ein Erdbeerparfait und ein Schokoladenparfait. Und dazu hätte ich gerne noch einen Teekuchen. Dankeschön. Nom, 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 nom. Du hast einen Kamuro Go Gutschein erhalten, da du 1200 Yen oder mehr verwendet hast. Der wird bei deinem nächsten Besuch gültig. It's the spot. Back to it. Nom, 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 nom. Ja, arigato, auf Wiedersehen, bye bye. Telefon? Doc, it's Kaito. Hey, where are you? I'm almost to the cabaret. Right out front. Sugiura's here too. Okay, I'll be there in a sec. Over here, Tom. Look, that's the van we tracked. Right. Does that mean this is another Curie hideout? Wouldn't be surprised. Who knows how many of the bastards are gonna be in there. But are you ready to find out? Yeah, let's roll. Wie er da noch gechillt. Hey, do you guys even have a plan? Don't need one. What? There could be a freaking army in there. Doesn't matter how many there are. Yeah, I don't really care. Besides, I'm not in the mood for strategizing. Why not? Come on, man. You think he's gonna let him slide after they hit his girl? You guys are freaking nuts. All right, it's all you, Todd. You get to take point on this one. Club's rented out, asshole. Can't you fucking read? Wait, aren't you? It's Yagami! Stop where you are! So, this is where you were gonna drag Mafuyu-chan, huh? Who gave the order? Was it Murase? Or maybe it was Shibuya? What's it matter? We want to talk to the big boys. Yeah, what he said. Shut it! But fine! If you want to fight, bring it on, asshole! Bring it on. Erstmal die ganze Inneneinrichtung zerstören hier, gar kein Problem. So, das war kurzer Prozess. Easy. Aber das war auch nur Stage 1. Was ist denn hier los? Hey, you're out of step, dumbass. You're never gonna get any laughs with moves like that. Give me some fire, chuckleheads. Now, un, deux, trois. Un, deux, trois. What the shit is this? Whatever it is, killing the mood. Aniki, it's Yagami! Huh? Pariat. Eine schöne Choreo, die ihr da vorgetragen habt, aber die gefällt mir nicht. Scheiße.
not getting away. Shit. Let go, asshole! Bastard's got my leg! There's more. Just go, Tough. We'll be fine. All right, you've got this. Weil jetzt muss ich alleine weiter? Dann nehme ich mir wenigstens so einen Mülleimer mit. Okay, oder auch nicht. Sieht nicht aus, als hätte ich einen Schlüssel für diese Tür. Na dann. Mach auf! Scheiße. Wo ist der Schlüssel? Da. Let's see. Könnte der sein. Shit. Aber der ist es nicht. Der vielleicht. Got it. Jo. It's Yagami! Holy shit. Don't shoot, dumbass! Fucking coward! Let go of him! And why would I do that? Aua! Alter! Voll wie weit? Another gun? You know those are illegal, right? Ja, ich habe dich nicht vergessen. Er hat schon gehofft, weißt du? Er hat schön gehofft. Oh, hat schon so geguckt. Ha, läuft er vielleicht um die Ecke und hat mich vielleicht vergessen? Nee, nee. So nicht. Was ist denn hier los? Alle weg. So, easy. So, ich muss mal hier weiter. Ach, guck mal. Kaito-san. Sugira. You made it. Told ya. Trust us next time, man. Right. Let's get going. So, keep going. Ich dachte, ich könnte hier speichern, aber nee. Oh shit! What the? Oh oh. Drop something! Ja, genau. Oh, war nicht schlecht. War ein guter Move. Party hat.
Why am I not surprised, Shioya? I know how to make an entrance, don't I? It's damn good to see you, Yagami. Crying shame these idiots were so goddamn useless, though. Guess strength in numbers ain't all it's chalked up to be. Pansies. You all trying to get your fingers chopped off tonight? Huh? You tried to kidnap Mafuyu. Girls? You should have just told me if you wanted to fight. Would have been glad to do it at my place. What is it you want? Well, I've got a little job I need done. You boys in? What job? I'm not in the business of being refused, so I needed to take out an insurance policy. That's why I decided to give that girlfriend of yours a little ride. Fuck off. We would have done it for next to nothing. Almost no questions asked. We're that desperate? Damn right. But now this asshole went and hit Mafuyu-chan, so we're never gonna help him no matter what he says. And even if Tak ends up on board, I'll still kick your ass! Have a little faith, huh? A couple of comedians, huh? Fuck it. Looks like I'm just gonna have to bust your pathetic skulls myself. Easier that way, yeah? Now go. Break their fucking faces. Dann gucken wir mal, ne? Das sind ein paar. Aua! Okay, jetzt war so eine Bank im Rücken. Und der hat's aber auch nur auf mich abgesehen, ne? Der eine. Erstmal die Kleinen wegmachen. Und mit so einer Sitzbank geht halt alles viel besser. Aua, aua, aua. Okay, ich muss mich einmal heilen. War der Chain wieder auf? Ey, dein Ernst? Dann können wir noch ein paar Mal machen.
Aua. Was denn jetzt? Ach, wer ist er denn jetzt? Hey, look who it is. Your old buddy Hattori, isn't it? Great. And who's the old man? Well, well. Never thought I'd be running into him here. Huh? So... you're the ones from the Yagami Detective Agency. That old man is the person responsible for all 10,000 employees in the Kajihira group. Shigeru Kajihira. So he's the guy. Jo, Paperino, vielen Dank fürs Zuschauen. Eine schöne gute Nacht. Ach, guck mal, das passt ja. Da wird hier gespeichert. Und dann soll es das auch gewesen sein. Kapitel 7 beendet. Wir stehen kurz vor... Ne, warte mal. Kapitel 7 kommt jetzt. So, Kapitel 6 beendet. Wir stehen kurz vor Kapitel 7. Das soll es gewesen sein für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Restabend, eine gute Nacht später. Schlaft schön. Und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen würden. Wahrscheinlich morgen Abend. Dann wieder so 18, 19 Uhr so. Ja, macht euch noch einen schönen Abend. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Haut rein, bis dahin und bye bye.